Oh, hi. So ein bisschen Night Shift. Grüß euch. Hi. Ja, hi. Gestern, wie gesagt, ist leider war schwieriger. Ich hatte gestern, ja nicht immer unter anderem nicht technische Probleme, kann man nicht sagen, aber musste ein paar Sachen machen, die ich jetzt hingekriegt habe. Passt wieder. Äh, Ich habe nebenbei ein bisschen Minecraft laufen gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. War ganz nice. Ich habe ein bisschen weitergebaut, aber nicht viel. Wir machen heute weiter. Also was heißt nicht viel, es ist schon ein bisschen was passiert am Hotel, sag jetzt einfach mal. Leider, es ist ein bisschen was passiert. Der zweite Stock ist fertig, aber wir müssen den ersten noch einrichten. Und also ich habe den ersten natürlich nur Holz geholt, so Zeug einfach, das habe ich gemacht gehabt da. Aber der zweite Stock ist drauf. Ich weiß, den dritten machen wir, glaube ich, nicht. Ich habe jetzt eh das Problem, man kann ja so rumwatscheln. Ich meine, hier ist der ein Zimmer, ich habe nur Betten reingestellt und Öfen, mein Gott, die Öfen waren ein. Ach Gott. Ähm, Willst du mich verarschen? Komm, versuchen wir. Reiß mir kein Loch rein. Uhu. Alter, Gott sei Dank. Also hier können wir dann auch noch ein bisschen Ausblick machen und so Zeug. Das ist alles noch nach und nach. Ähm, genau, hier der Unterstock quasi. Von unten sitzt so, das sind die Balkone. Immer geschaut, dass ich zumindest die zweifarbig, also die zwei Komponenten immer wiederhole, ein bisschen von der Art her. So eintönig oder ein bisschen Tiefe drin ist, so das ganze Zeug einfach hier, dass es so hoch geht. Also die Stufen ein bisschen drin sind. Laternen, dass man es anhängen kann. Da habe ich noch so Balken runter gemacht, die den großen Balkon quasi stützen. Oh, da ist ein Zombie gestorben. Wir haben aktuell fucking viele Golems. Ich weiß nicht, wo die herkommen. Wobei ich glaube, die Villager werden die wieder weniger. Ach, hier hinten ist noch ein kleines Haus dazukommen. Genau, hier ist ein Golem. Hier ist noch ein Haus dazukommen. Das haben wir noch hinpflastert. Ansonsten, das können wir jetzt auch fertig machen. Genau, gut, die sind noch gute Dinge. Golems sind da, das passt. Die wohnen, das Zeug. Müssen wir es essen, ich sehe schon. Genau, also ich habe jetzt hier quasi die Doppeltür drin, also Doppeltür in Anführungsstrichen. Der Eingangsbereich schaut jetzt aktuell so aus. Gleich ist da hinten auch nochmal der Ausgangsbereich oder wie man es nennen mag, ich weiß nicht genau. Hier quasi ist derselbe Bereich nochmal. Ach Gott, die Villager. Aber die sollen da rein. Die kommen auch schon regelmäßig rein. Ich finde es voll nice, dass die wirklich immer wieder reinschauen. Also man geht halt quasi rein, ich meine, der Teppich gut. Ich wollte nur zweifarbig irgendwie. Hab's aktuell aber noch nicht so wirklich. Ich weiß nicht, ob wir die Farben lassen. Wenn hier quasi war immer der Gedanke, dunkel geht zum Raum. Wir gehen mal kurz zu. Also hier sind, genau hier kommt schon einer. Sind wir nummeriert halt einfach 114, 115. Die Öfen sind ein Krampf zum Craften. Hau mir ab. Ich weiß nicht, ich hab's. Müsste da drin haben. Moment einmal. Mal schnell suchen. Ich habe das letzte Mal schon nicht gefunden. Ich muss das Rezept nachschauen. Man braucht irgendwie glatten Stein dazu und Eisen und einen normalen Ofen. Also quasi das Doppelzimmer, also muss halt noch dekoriert werden, wie gesagt. Die Lampe ist aktuell herin jetzt überall mit Aussicht. Das gleiche auf der Seite, auch ein Doppelbett, auch ein Ofen. Okay, ist nur Deko. Hier haben wir so kleine Rillen reingemacht.
Einfach so als Vertiefung, als ein bisschen ein Krampf. Genau wie hier, einfach nur mal eine umgedrehte Treppe, dass ein bisschen ja, Abwechslung drin ist, sage ich jetzt einfach mal. Also hier eigentlich überall das gleiche. Die Zimmer schauen aktuell noch ziemlich basic aus. Ein paar unterschiedliche Betten. Hier ist mal ein Einzelzimmer. Hier auch. Das ist ein kleines Lager. Einfach nur, das ist aktuell unser Holz drin, das ich gebaut habe. Türen, alles quasi, was ich zusammengetragen habe, das seht ihr gleich. Teppich ist noch ein bisschen was. Genau. Einfach Materialien, die brauchen wir jetzt dann gleich. Das ist aber aktuell alles Holz, was ich noch habe. Also es ist einiges, ich weiß. Dann haben wir hier quasi auch nochmal Zimmer. Hier sind die Knöpfe zum Aufmachen. Einzeltür. Mal ich innen andere Knöpfe reinmachen. Machen wir vielleicht auch noch. Der 2 ist auch wieder Einzelzimmer. Genau, der Ofen ist hier. Küche soll das sein. Ich weiß noch nicht, ob wir es als Küche lassen, weil da oben geht es gleich hoch. Da sieht man gleich was. Ähm, ist jetzt mal so erster Entwurf. Hier habe ich ein Lagerfeuer drunter gestellt. Und da ist ein Gitter drauf, einfach nur, dass es ein bisschen gefalmt. Gut, Truhen, Fässer, Cauldron, Räucheröfen, genau. Und so polierte Diorit ist das quasi in dem Fall. Treppen. Es ist, soll eine kleine Küche sein, wird alles noch. Wenn mir noch Deko-Elemente einfallen, wenn ihr noch was wisst, ich hätte gerne her damit, kriegen wir alles. Aber das ist so eine kleine Küche aktuell einmal. Vielleicht auch ein Snackbar. Ich bin noch nicht so ganz glücklich damit. Kann hier die Zimmer wieder, die müssen wir auch noch alle dekorieren. Steht wieder Doppelzimmer. Neben dem Zimmer steht halt quasi mindestens ein Bett, wenn jetzt meistens zwei, Lampe und Ofen aktuell. Und mehr ist da aktuell nicht drin. Tür haben wir drin, Beschriftung ist drauf und ein Knopf hat die Tür jeweils außen. Einfach, dass man quasi dann zumachen kann oder einfach aufmachen und reingehen. Also aufmachen und reingehen. Mal pennen. Genau. Oder kann man drauf machen, dann geht es wieder zu. Das ist aktuell noch offen, dass ich weiß, dass ich da was machen muss. Ja, Küche, wie gesagt, okay. Also Lager ist soweit fertig. Küche, wir haben auch die Umrandung reingemacht. Hier der kleiner Bogen. Ich hatte hier auch, ich habe mir da ziemlich viel mit den Tiefen gespielt. Vielleicht mache ich es auch noch so, dass ich die ganze Decke, weiß nicht genau wie. Hm, naja. Wir könnten es unterkellern noch. Eventuell müsste man dann ein Zimmer opfern. Die Treppe könnte man auch noch anders machen, wenn wir wollen. Das keine, oder dass quasi, ich sag mal, in der Mitte eine Trennwand drin ist, die Seite nach unten geht. Dann fällt da quasi das Lager da hinten weg. Das brauchen wir in Zukunft wahrscheinlich eh nicht mehr. Dass mal die Seite zum Beispiel nach unten geht, die Seite nur nach oben geht. Und hier quasi, wenn man hochgeht aktuell, kommt man in die Mensa, also ins Restaurant. Kann man läuten. Läuten. Ah, genau. Dass der Typ dann jetzt so endlich mal auftaucht, dass man die Bestellung entgegennimmt. Der war nur Book and Quill auf ein Podest draufgestellt. So Dinger drunter, Zäune. Genau wie auch quasi ist auch alles verkleidet. Das passiert immer noch. Was er aufmacht, leider. Genau, ansonsten. So, was habe ich denn da gemacht, sehe ich gerade. Ach, das war keine Absicht, okay. Das war der Test. Alles klar, das habe ich bloß gar nicht gesehen, weil normal ist hier so ein Ständer drauf. Das war ein Test. Ich wollte es zum Leuchten bringen. Also wenn man kommt da quasi hoch, bestellt so, bla bla. So, hey, kommen wir endlich. Und quasi nur die Sitze zum Essen. Hier so Zweiertische, Vierertische, meine Rüstungen zum Ausstellen. Hier die kleinen Kronleuchter jeweils um drüber, so Kronleuchter nachgebaut ein bisschen, was geht. Hier der größere drüber. Größere Treppe, da haben wir Platz gehabt. Ja, Deko von den Pflanzen. Die Dinger da habe ich auch hingemacht, das sind Falltüren eigentlich. Kann man runterklappen, dann kann man da raus. Das sind die Balkone.
die wir da quasi bei schönem Wetter aufmachen kann, sage ich jetzt mal. Kann man dann weiter aufmachen. Quasi durchlüftet. Dann regnet zu und die Dinger natürlich, ich kann es nicht zumachen, ist ganz klar, das geht halt bei Minecraft nicht. Es soll nur so aussehen, es soll den Einschein erwecken, als wenn man es zumachen könnte. Das ist halt so aktuell. Geht halt nicht. Man kann keine doppelten Dinger, also in der Mitte nicht hinsetzen. Ich könnte Fäden spannen. Den Trick haben wir hier schon gemacht. Dass quasi die Wolle drauf kommt. Du kannst quasi ohne den Faden, kannst du keine Wolle dran packen. Das geht halt einfach nicht. Wenn du quasi unten einen Faden spannst, dann kannst du eine Wolle draufsetzen. Das geht. Alice, hi. Ich habe dich gerade gesehen. Entschuldigung. Hi. Hi. Nicht zu sehen. Ich überlesen. Sorry. Ist ja komisch. Hier links bist du aktuell rosa bei mir. Und der Rest ist in OBS ist aktuell alles rosa. Deswegen habe ich es nicht gesehen. Tut mir leid. Auch nicht so was. So in deinem Hotel vertieft war schon okay. Ja, wie gesagt, also genau, ist Hotel aktuell. Und ja, hier sind also kleine Redstone-Lampen drunter, einfach, dass es leuchtet hier. Ich habe hier die Lampen aufgehabt und es sind immer noch Viecher gespawnt. Genau, hier kommen wir überall raus. Lampen. Hier sind größere Balkone, davon ist quasi einer, der da. Das ist auch größer, wo man quasi raus kann. Runterschauen. Leuten auf den Kopf spucken, die reingehen. Üblich halt einfach. Hier ist unser Haus. Turm. Was ich halt jetzt aktuell noch nicht. Ich meine, mir gefällt es aktuell ganz gut, muss ich ehrlich sagen. Das Einzige, was ich aktuell noch nicht so wirklich weiß, wie ich wieder hochkomme. Ich habe dazu gebaut von oben, habe die Erde weggebaut und bin dann runtergesprungen. Also ich muss quasi oben ist noch kein Dach nicht drauf. Oder die zweite Frage wäre, wollen wir noch eine Etage drauf machen? Freut mich, dass der gefällt alles, wirklich. Also unten ist noch ein bisschen kahl, unten können wir noch ein bisschen dekorieren. Und nochmal, ich sage, die Teppichfarben sind aktuell vielleicht noch nicht so toll. Ich wollte noch ein bisschen einen Unterschied reinbringen, sage ich jetzt mal. Das sind einfach ganz normale Zimmer. Ein kleiner Ofen drin, Bett, Lampe. Das gleiche gibt es in Doppelbettausführung. Hier zum Beispiel. Doppelbett und Ofen. Also hier muss halt noch dekoriert werden. Definitiv. Küche. Wie gesagt, also auch mit so Rauch und so Zeug. Ja, das wollte ich. Genau, irgendwie genau. Es war schon wassermäßig ein bisschen gedacht. Das war meine Ambition tatsächlich, dass es ein bisschen. Ich habe rot ausprobiert, ich habe lila ausprobiert, ich habe grün ausprobiert. Das war irgendwie alles nicht so wirklich das. Das war nur das, was mir am besten gefallen hat. Ich weiß nicht, wie wir es hier drinnen machen, weil unter Bett kann man aktuell leider ohne Mods kann man keinen Teppich hinlegen. Das ist störend. Genau wie hier unter der Tür kann man auch keinen reinmachen. Aber hier hat er noch ausgeschmückt. Na, wie die Zimmer. Wir könnten eventuell, also hier wäre die Möglichkeit, wenn wir einen Keller bauen wollen, wie gesagt, da eine Wand reinziehen in der Mitte und die Treppe da quasi, dass sie dann auch nach unten führt oder umgedreht und die einfach nach oben bleibt, dann geht es auch, dann kommt man hier so hoch, geht natürlich auch, würde auch passen. Und hier quasi wäre dann einfach noch ein Bereich, wo man, ja gut, man könnte natürlich dann hier nach oben eventuell, aber wäre der große Kronleuchter weg. Ah. Okay, ich kann hier nicht dran, ich muss wirklich hier stehen. Ober! 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 Aber Reservierung. Ja, auf jeden Fall müssen wir dann irgendeinen Weg finden, dann auch hochzukommen, weil aktuell ist halt das Problem, ich gehe mal kurz in Creative, einfach nur, dass ich baue nichts, einfach nur, dass man von außen sieht, wie es aktuell ausschaut. Moment mal.
Kann man nämlich fliegen. Hui. So quasi schaut es aktuell aus, das Hotel. Von außen einmal noch. Ja, hier ist jetzt schon drin. Es sind die Villager, mit denen können wir handeln. Und die wohnen da, in dem Dorf. Da weiter hinten ist übrigens noch ein Dorf, habe ich gesehen. Und ich glaube, da hinten ist auch noch eins. Aber ich kann aufs Dach fliegen, ja, schon, schon. Wäre halt bescheißen. Theoretisch, also nicht wirklich, aber ich will da weitermachen, ja. Frage ist jetzt wirklich nur, wie machen wir es? Ich meine, wenn ich jetzt hier ein Ding drauf mache, ich habe ja schon ausgeleuchtet, wie gesagt, bin halt mit Erde hochgebaut. Wenn ich jetzt hier ein Dach drauf mache, ich meine, das ist eh schon ziemlich riesig, das Ding. Uah. Hui. Er wuselt. Dorf haben wir auch großteils, also nicht selber gebaut, aber ich sag mal verbunden, terraformt und dann sind die Villager so nach und nach wieder gekommen, war ganz schön. Es war alles komplett verhonagelt, also alles einfach schlimm. Problem ist nur, wie gesagt, wenn ich quasi nicht hergehe und nehme so ein Ding, mit einem Klick ist das Ding weg. Wenn ich es hinsetze, du siehst es, ich kann so viel setzen, wie ich mag. Ich habe quasi unendlich. Das ist der Nachteil am Creative, sag ich jetzt mal. Ich kann mal jeden Block nehmen, den ich mag. Schön zum Nachschauen, was man will. Was gibt so quasi. Und auch mal zum Anschauen von dem ganzen Zeug, wie es ausschaut. Ich meine, der Turm, den wir damals gebaut gehabt haben, noch. Die Laternen sind so mein Ding aktuell. Hier quasi, es darf schon groß werden. Wir können auch gerne eine Etage drauf machen. Das kann richtig übertrieben groß werden. Surfing gefällt da, das finde ich cool, okay. Dankeschön. Aber ich sage, ein Teil davon war da schon wirklich gespawnt, aber es war halt einfach alles, ja, einfach, das war unter der Erde drin, also man musste einiges korrigieren. Hier haben wir noch ein bisschen gefuscht. Ich muss mich auch noch einrichten. Ich meine, das ist unser Haus. Da ist aktuell auch noch nicht recht viel drin, außer Betten. Und hier haben wir ja auch nur ewig langen Weg nach unten. Long way down. Oder zig Etagen runterlaufen kann. Hier kommt eine Verzauberungsecke rein. Hier ist das Lager mit Fässern und so Zeug. Hier ist noch nichts drin. Hier ist auch nichts drin. Hier ist auch nichts drin. Hier ist ein Portal. Hier kann man auch nochmal in die Mine rein. Das heißt, oder man könnte quasi dann im obersten Stock kann man nochmal zum Turm. Der Turm hat sich jetzt schon ganz praktisch herausgestellt, muss ich ehrlich sagen. Moment mal, da noch nicht. Weil man es quasi dann auch ohne Creative, ich meine, hier kommt auch nochmal raus. Nur quasi hinterm Turm. Also. So quasi Turm. Weil dann quasi auch da einfach in den Turm rein kann. Jetzt hier wieder Turm. Und einfach auch ohne Creative einfach mal hoch kann. Dave, hi, grüß dich. Ahoi, ich grüße Sie, Herr Davenbär. Ich bin aktuell gerade Creative, nicht wundern. Also ich baue nichts in Creative, aber ich fliege aktuell gerade ein bisschen rum. Na, quasi hier ist das. So quasi habe ich aktuell mal geschaut, wie es ausschaut von oben. Aber warte mal, ich kann eigentlich sogar. Moment, ich kann mal kurz. Was mir gerade einfällt, ob sie. Moment, muss ich so machen? Nein. Oh Gott, ernsthaft. Ich bin gerade so dumm zu steuern. Moment mal, ich hab's gleich. Jetzt. Ich habe das letzte Mal schon gemacht, wie jemand zugeschaut gehabt hat, dem hat es auch interessiert. Also ich weiß natürlich nicht, ob es euch interessiert, aber
Ihr kriegt es trotzdem. Also man kann auf dem Server, wo ich bin, quasi, kann man sich eine Map rendern lassen. Und Moment mal, Map Overview. Naja. Quasi alles, was wir schon entdeckt haben. Weil lustigerweise das Wüstendorf immer noch nicht drauf ist, das verstehe ich nicht. Quasi kann man sich die Map, also die Karte, wo ich quasi aktuell drauf spiele, ziemlich genau anschauen. Kann man reinzoomen und alles. Da bin ich quasi unten im Hotel. Ich glaube, das Hotel ist auch schon drauf jetzt, oder? Warte mal. Ich glaube schon, oder? Muss man so ein bisschen reinzoomen. Es wird nicht jeden Tag aktualisiert, aber. Ja, doch, genau, jetzt steht das Hotel schon so weit, wie es jetzt aktuell gerade ist. Die Blumen sind noch nicht dran. Genau, ganz aktuell ist es noch nicht. Und. Ich verpenne mal. Jetzt quasi wäre halt die Frage, wie wir weitermachen. Wollen wir noch eine Etage draufsetzen? Wenn wir noch eine Etage draufsetzen, wie kommen wir da nach oben? Müssen wir irgendwas opfern, irgendein Zimmer oder irgendwas für eine Treppe? Oder. Und. Wo sind sie? Diese Schatten stehen, das könnte ich sein. Jetzt wird ein bisschen dicker. Ah, ich bin ja Creative, okay. Ich dachte mir schon so, hä? Da tut mir nichts, hä? Also, wie gesagt, wenn wir hier noch hoch wollen, müssen wir uns irgendeinen Weg suchen, wie wir da hochkommen. Hm. Ist halt aktuell hier oben schwierig. Ich hätte schon gern irgendwo noch eine Etage drauf, muss ich ehrlich sagen. Würde mir auch gefallen. Frage ist nur wo. Oder man ignoriert das. Aber geht ja gar nicht. Ich muss ja irgendwo dran vorbei. Herr Ober! Herr Ober! Hallo! Ähm, hm. Hätte ich mir vorher überlegen. Also ich war immer so, ja, eine Etage, komm. Für die Zimmer, das passt ja. Ich meine, die Villager sollen ja quasi hier einziehen. Dann gehen wir da denen. Es gibt so bestimmte. Moment, ich schalte gleich wieder um auf normalen Modus. Es gibt bestimmte Felder, zum Beispiel, ich glaube, wenn man einen Schleifstein reintut, glaube ich, wieder zum Schmied oder einen Amboss, irgendwie sowas. Wenn man ein Fass reintut, wieder zum Fischer. Wenn man einen Komposthaufen reintut, wieder zum Bauern. Und alles so Zeug. Und das glaube ich ist ein Fischer da. Ja, genau. Angeln. Na, hier steht ja nochmal Fischer Neuling. Golem. Hi! Und irgendwie, aber da müssen wir halt irgendwie da hochkommen seitlich. Aber alles zugepflastert mit Deko. Mein Gedanke wäre quasi gewesen, aber sagt, okay, ich baue da einfach eine Treppe, zweistufig oder so, die einfach hier entlang geht, egal. Oder muss man ja auch hier irgendwo durch. Ah, habt ihr eine Idee? Wir können natürlich einfach nur einen Keller bauen. Den Keller kann man leichter runter. Wäre aber kein Thema nicht. Das wäre kein Problem. Die Aussicht ist ja schön da. Keinen See oder Bach oder was immer das ist. Hm.
Gute Frage, sagst du, ja. Das ist gar nicht so leicht. Also, ich meine, hier ein Zimmer zum Beispiel zum Opfern, sage ich jetzt mal, ist okay. Ja, dann mache ich halt die Treppen nach unten hin und reiß die Wände daraus. Das geht dann schon. Oder alternativ, wie ich gesagt habe, einfach hier eine Zweierreihe, hier irgendwie eine Mauer reinzogen nochmal kurz, wobei schaut auch komisch aus, glaube ich. Obwohl, das ginge. Hier gleich bestimmt, hier kann man es schon zumachen, in der Mitte so Strebe rein. Dann quasi einfach den Bereich nach unten gehen lassen oder nach oben gehen lassen, den nach unten. Das wird schon gehen. Nach unten haben wir ja Platz ohne Ende, das wäre kein Thema nicht. Wir sind ja eigentlich sogar auf einem kleinen Berg drauf, ja. Also es wäre überhaupt kein Thema. Das könnte man komplett aushöhlen, wenn wir wollen würden. Oder wir fangen mal mit dem Dach an. Dach ist halt Endgegner in Minecraft. Also so wie das hier quasi. Also wir haben die Möglichkeit, Moment, ich zeige euch mal. Entweder mit, also Dach ist quasi einmal die Version, also ich sage jetzt einfach nur, wir können es so machen, so als Dach quasi, also natürlich dann dementsprechend mit drunter setzen und also so als Dach quasi. Das wäre eine Option. Oder, und man könnte natürlich dann auch dementsprechend einmal länger machen und dann das Tier wieder weiter, dass das einfach wirklich, oder wie zeige ich es am besten? Äh, Könntest du dann auch so machen, dass man sagt, dass das einfach das Dach so hoch ist. Ginge auch. Aber von der Seitenansicht, dann wäre es nicht ganz so hoch, weil man es irgendwie. Hm, mal schauen, ich glaube, dass wir so zu hoch werden. Tun wir mal weg. So wie hier. Ich meine, hier können wir uns dann, also die Seitendinger müssen wir uns dann eh überlegen, wie wir es machen, wie wir das Dach anfangen. Ich meine, ich würde das Dach hier offen machen. Mit dem, einfach weil da der Eingang ist, quasi dass da die offene Seite ist, quasi hier die Dinger drüber gehen. Also, dass die Seite quasi auch diese Seite wird. Und hier dann die langen Dinger. Hier dann ums Eck rumgegangen. Und hier wieder aufgemacht. Das wäre eine Option. Frage ist, wie, klingt gut, okay. Frage ist, wie fangen wir an? Wie fangen wir an? Ich meine, Option wäre quasi jetzt, ich schalte gleich um. Also, ja, das passt nicht. Das passt irgendwie nicht. Müssen wir jetzt irgendwie einen Anfang, also wie gesagt, ich schaue gerade irgendwie einen Anfang finden. Ich meine, hier so, das wäre die erste Reihe, sage ich jetzt mal. Aber nur einen Überstand mag ich irgendwie nicht. Ich glaube, wir müssen fast nur eines hoch. Ha? Also ich glaube, es schaut blöd aus, wenn hier quasi, wenn das hier übersteht. So. Dann sieht man die ganze Deko nicht mehr. Das ist nicht so schön, glaube ich. Gut, klar, gleichzeitig wird der Balkon ein bisschen überdacht. Oder halt komplett. Schaut so nicht gut aus, okay. Ja, ich glaube es ihm auch nicht. Also, wäre dann quasi so.
Oder ich ziehe es mal ganz kurz vor. Man sieht, wie es wirklich wäre. Wenn wir dann irgendwie. Ja, vielleicht nicht ganz so krass. Irgendwie so von der Seite. Nein, mir gefällt ja die Farbe nicht. Irgendwie von den Treppen. Ich hätte auf jeden Fall gerne so einen hellen Untergrund, aber ein helles Dach möchte ich auch nicht machen. Weil das machen wir mal kurz auf. Ich schalte mal um. Wenn wir nicht mehr fliegen, wenn wir nicht mehr unendlich, müssen wir langsam abbauen, wenn wir nicht mehr unendlich Zeug. So, dann holen wir uns mal ein bisschen Erde. Ähm, hier haben wir unser Zeug. Eichenstamm, Schwarzeichenstamm. Ich nehme mal ein paar mit von dem Zeug. Müssen wir uns eh gleich um eine Kiste machen, glaube ich. Ähm, Birkenstamm. So hell, mit dem haben wir innen drin gearbeitet, mit dem Tropenholz. Das Tropenholz ist das hier. Also ich kann es mal kurz sagen, das hier ist ein Fichtenholz von der Farbe her. Fichte. Das ist das Tropenholz. Und das ist das Schwarzeichenholz. Also ja, Dark Oak. Ähm, Junglewood, glaube ich, heißt. Und das hier ist, glaube ich, Sprucewood, heißt im Englischen, glaube ich. Mit den drei haben wir jetzt eigentlich hier gearbeitet. So als Kontrast ein bisschen. Das hat mir so einen leichten Rotstich. Es gibt noch ein röteres, das ist Akazienholz, das haben wir aber noch nicht gefunden. Ach, wir müssen eh gleich wieder schlafen. Ein Bett nehme ich auch gleich mal mit hoch. Haben wir, glaube ich, hier auch irgendwo drin. Genau, perfekt. Dann müssen wir dann um wieder, dass wir nicht laufend runter müssen. Gut, dann bauen wir uns mal unseren Erdpimmel hin. Dass wir irgendwie hochkommen. Ah, von hier ist gut, hä? Dekoration. Uhuhu. Mit Bettpflaster einfach mal irgendwo hin. Machen wir uns kurz einmal eine kleine Werkbank. Und mit der Werkbank. Ach komm, machen wir uns einmal ganz kurz zwei Kisten. Da wir das Holz reinballern. Ein bisschen Erde, damit wir nicht so viel im Inventar haben. Ja gut, Schaufel können wir aktuell eigentlich auch weglegen, tatsächlich aktuell. Die brauchen wir noch. Die Pickaxe können wir auch wegmachen. Kompass aktuell raus, okay. Die eigentlich aktuell auch. Schwer halte ich mal. Jetzt ist immer ich hole mal den Rest noch. Wir brauchen das eh hier oben. Dim, dim, dim. Hier haben wir quasi Treppen noch und so Stufen und so Zeug. Hier haben wir alles mit. Hier haben wir noch Klötzl, die nehmen wir auch noch mit. Und die nicht, das ist blau. Und eventuell nochmal normales Oakwood, eventuell. Oak.
Oh, oh gut. Also das, wir brauchen irgendeinen Kontrast zum Dach. Weil hier haben wir quasi die Punkte mit den hier quasi ist hier der ganze Kladderadatsch, sag ich jetzt einfach mal, der Kontrastpunkt. Und hier quasi haben wir die Baumstämme durchzogen. Haben wir jetzt hier nicht. Ähm, und jetzt schauen wir mal kurz, dass man den Unterschied ein bisschen sieht. Da ist kleines. Das sind die 4 Sorten, die wir jetzt aktuell dabei haben, glaube ich, gell? Genau. Also quasi Sprucewood, das ist Dschungel, das ist Birke und das ist normales Eiche. Und das andere, nein, wir haben noch eins, das da. Und das ist das drunter. Das quasi ist das hier. Das ist dasselbe. Die Bausteine haben wir aktuell, mit denen wir eigentlich was anfangen könnten hier. Also das hier ist das. Das hier ist natürlich das da. Das und das komplett. Und auch das ist auch diese Farbe. Hm. Ich glaube, ich baue mal erst einmal nochmal eine Reihe hoch. Ich habe eine Reihe, ich meine, das ist kein richtiges Stockwerk dann quasi, nicht, kein einzelnes. Können wir da einen Bruch reinmachen, dass wir sagen, okay, oberste Reihe wird durchgehend die Farbe da. Wenn das ist halt auch irgendwie Deko, die gedacht hat, dass irgendwas aufliegt. Ah, gut, den sieht man von außen eh nicht. Ich ziehe es mal hoch, wie es war. Machen wir erstmal die da rein, würde ich sagen, die dunklen. Brauchen wir uns nicht mehr kümmern drum. Weil braucht man nicht gleich zum Hochkommen, das ist wurscht. Okay, die dunklen. Alter, ernsthaft. Dunkel. Schmerz in mir. Dunkel, dunkel, dunkel. Mich dünkelt. Der noch. Der noch. Ich meine, das Dach wird eh riesig, unabhängig von dem. Also glaube ich, lockert das zur Etage, glaube ich, schon ein bisschen auf, so kleine. Man kann ja dann noch was reinmachen. Wir können theoretisch noch eine höher gehen. Theoretisch. Dann haben wir halt doch wieder eine extra Etage oben drauf. Wenn jetzt hier. Wieso baue ich nochmal Survival? Ich weiß gerade aktuell gar nicht. Mehr allzu weit runterfallen können wir im Regelfall nicht. Vielleicht ist sogar die Lücken hier zugemacht sind. Genau. Oh, jetzt kommen wir nicht mehr hoch. Huck. Nein! Nein!
Ach komm, ich glaube, ich bleibe mal so. Okay, ich glaube, das Beste zum Anschauen einfach. Aber noch höher. Ja, cool, okay, jetzt könnte man natürlich hergehen und könnte man die. Moment mal, ich nehme mal die 64er Stack raus. Müssen wir dann nachher wegschmeißen, die Dinger. Hier dran packen wir es auch noch zu früh, gell? Alternativ, weil es muss ja eigentlich kein. Ich teste es gerade mal, wie das ausschaut. Bist gespannt. Irgendwie nicht. Ich bin aber massiv unsicher mit dem ganzen Bauenzeug. Ich kann das eigentlich nicht wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich baue immer, ich tümpel immer vor mich hin und dann irgendwann wird es dann doch irgendwann was. Also mit zwei Reihen, ich bin jetzt mal gespannt, wie es ausschaut, wenn es von unten quasi dann was anleuchtet oder ob wir noch eins höher müssen. Eventuell. Oh Gott, nein, da nicht. Ich meine, natürlich, wenn man dann hergehen und würde natürlich sagen, okay, man macht das, man setzt dann noch so Treppen gegen. Ich base es einfach mal zu, dass man mal kurz ein bisschen was sieht. Können wir dann immer noch im normalen Modus bauen, ist ja kein Thema nicht. Wäre wieder weggerissen, wenn es wäre. Aber jetzt ist zum Bauen und dann ewig lang zum Warten, bis man es wieder abreißt, das wäre jetzt aktuell ein bisschen blöd. Also nur mal so als, hm, wenn das wird Nacht, wir jumpen ins Bett. Anlauf, Moment. Über den Stock, über den Block drüber. Hui! Ah, also zweite Idee wäre jetzt natürlich noch gewesen, hier einfach ganz stupide offen lassen. Ich hätte zwei Grasblöcke, die hat der Enderman fallen lassen, das heißt quasi so einen da. Jetzt im Creative-Modus kann ich es einfach nehmen. Kein Problem. Aber wenn ich quasi normalerweise im normalen Modus an so einen Grasblock abbaue, wird er zu einem normalen Erdblock. Das heißt quasi, ich kriege hier eigentlich kein Gras oben drauf. Wir könnten quasi hier Gras anbauen. Also, wir könnten hier quasi Wiese aussehen. So glaube ich, hört sich's besser an. Und äh, könnte man dann quasi einen Baum, also wir könnten quasi herum so eine Art offenen Garten machen. Wäre auch eine Option. Oder man kombiniert es wirklich ganz banal. Macht hier zu, bis hier vor, und macht dann da so ein. Ja, lass uns Gras anbauen. Äh, könntest dann was anfangen für die Küche. Für die Küche. Ich, ich meine, die Küche, ja, meinst du, wenn man quasi selber so Zeug dann anbaut, also für das Restaurant meinst du? Anpflanzen. Also
Küche, ich meine, mich stört auch irgendwie die Küche. Ich meine, wenn man ehrlich ist, gut, die Küche ist relativ klein für so ein großes Ding. Das wäre jetzt einfach nur so ein Snackbar oder Snackküche, sage ich jetzt mal, wo vielleicht die Bewohner nutzen können hier. Eventuell für die Zimmer haben wir gedacht. Oder einfach so Zimmerservice kann man hier machen. Hier oben das Restaurant könnte schon eine große Küche vertragen, so wäre es jetzt nicht. Ähm, Ich denke aber, dass immer im wirklichen Leben, gut, das ist Minecraft, okay, aber wir wissen, kein Restaurant der Welt wird hier unten eine Küche haben und dann jedes Essen hier hochtragen, wo sämtliche Leute hoch und runter laufen. Gut, wir haben auch keine Toilette, nicht unabhängig von dem, wir können da runterpinkeln, das passt schon. Obendrauf, ja, 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 gern, 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 gern. Nur das kleine, also sofort, wir haben nur das kleine Problem, wie kommen wir hoch? Also ich meine quasi hier jetzt Überdachung als Beispiel. Oder hier so Überdachung oder quasi, gut, man könnte natürlich auch Untertage, sage ich jetzt mal, anbauen, ist auch kein Problem. Man kann das problemlos machen, dass ich sage, okay, ich gehe jetzt her und mache ein Dach drauf und pflanze trotzdem an, so als Indoor. Nachteil bei Vanilla, man hat nur zwei Fenster. Einmal die da, das sind ganze Blöcke. Und einmal die da, sind quasi so Scheiben, sage ich jetzt einfach mal, so einzelne, die halt dünner sind. Die platziert man immer mittig vom Block. Geht schon um die Ecke, so wäre es jetzt nicht. Die Küche. Also ich finde die Idee cool. Nur wie kommt man auch hoch? Ich meine, ich habe schon überlegt, ob ich nicht einmal den ganzen Scheiß hier unten abreiß und das Ding einfach nochmal rausziehe, um einfach um diesen Bereich da quasi, um ein so ein Feld, das sind immer 5, 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke und dann die Mauer jeweils links und rechts. Also hier nochmal, also 1, 2, 3, 4, 5 plus Mauer 6 Blöcke ranzimmert. Treppe also einbauen im Gasthaus. Ich sage, mein Gedanke quasi wäre gewesen, einfach hier dran zu bauen und dann quasi hier nochmal innen drin quasi die Zimmer haben wir ja hier. Alternativ können wir natürlich dann auch hergehen und können wir jetzt quasi hier unten, weil irgendwie müssen wir hochkommen. Können wir quasi jetzt hier auch eine Treppe hoch machen, das wäre kein Problem. Oder auch ein Zimmer rausnehmen und hier quasi einfach eine Treppe hoch machen. Überhaupt kein Thema. Nachteil, oder auch das hier, wird genauso gehen. Nachteil ist halt wirklich nur, wir müssen hier durch. Das haben wir zu spät überlegt. Wir müssen hier durch. Würden wir aber quasi das hier alles, den quasi ganze Bereich, einfach nochmal verlängern hier raus. Könnte man im Eck hier zum Beispiel eine Treppe hochgehen lassen. Wäre halt ein so ein Sitzplatz. Ja, gut, ja doch, ja, müssten einmal zwingend weg sein. Für den Gastraum die Treppe einbauen, würde es unten so lassen. Also einfach wirklich hier hochzimmern. Okay. Okay. Ja, aber ich brauche halt eine Treppe. Also okay. Treppe. Ist jetzt sowas da? So eine Treppe. So. Leck mich am Arsch, es ist eine Treppe. Sowas brauchen wir. Nein, sie sollte halt schon, ich sag mal, 3 Felder breit hätte ich schon gern. Den können wir natürlich hier machen. Also hier, wegen, aber im Eck ist auch blöd. Tatsächlich. Wenn, dann wäre es fast besser, dass man es hier irgendwo macht. Sonst verbauen wir uns 2 Fenster.
Ah ja, Treppe. Ja, du hast schon recht, das ist gar nicht so dumm. Das ist gar nicht so dumm. Mein Ideal wäre natürlich irgendwo mittig, da man zu den Leuten gut hinkommt. Ja, oder hier so. Im Eck, wo eh so ein Fenster ist. Hm. Wenn es ist Minecraft. Ach, was ist denn das? Ich habe mir. Das ist schief. Ich habe das gar nicht gesehen. Diese Asymmetrie muss beseitigt werden. Das kann ich nicht dulden. Nein. Die Treppe hat sich gerade ausgesucht, wo sie hinkommt. Natürlich da. Ach Gott. Schief. Ah. Wir sind jetzt eh gerade creative, das passt schon. Oh, ja, da wundert er sich, gell? Versteht er jetzt gar nicht, was ich da mache. Ha. Hm. Ah, das war doch gerade. Nein, war's nicht. Das war knapp. Das war jetzt schon knapp. Schauen wir Glocke läuten. Jetzt geht's wieder. Okay. Eck wäre halt gut. Eck wäre gut. Und ich glaube, das wäre sogar. Ich meine, ja, klar, gut, wenn jetzt da auf einer Seite kein Fenster wäre, also zum Beispiel, dass das hier nicht da wäre, sondern einfach nur eine modische, oder wobei könnte man es vielleicht sogar machen, war schräg, so eine modische Wand, einfach nur, sag ich jetzt mal. Ich kann natürlich die Dinger da auch drauf pappen, so wäre es jetzt nicht. Wo ist denn der? Ha, ha, ha. Wo ist denn der? Das passt da nicht, ha? Sag's. Was ist nicht schön? Was ist nicht schön? Geht einfach. Also ich bin voll und ganz bei dir, Alice, ja. Definitiv. Ich glaube, wir machen es ins Eck rein. Und ich würde es nicht hier machen, weil hier jeweils Fenster sind, die man zumachen kann in meiner Traumwelt. Hier ist auch schlecht, weil schon eine Treppe da ist. Da muss man irgendwie rauskommen. Mm, ja. Mm, hier gefällt es mir irgendwie nicht. Ich glaube, das wäre schon das wäre, glaube ich, das ideale Eck hier. Ich mag eine Abgrenzung mit dem Ding. Ein schöner Grünleuchtersack. Mein Nachteil ist, gut, aber der Balkon da draußen. Gut, da, mein, theoretisch könnte man ja bescheißen. Einfach mal saudum lachen.
Ja, ich meine, war da was, ne? Machen wir quasi hier einen größeren Balkon. Also ist nicht ganz so symmetrisch, das ganze Zeug. Mäh, mäh. Also, wenn das würde dann quasi der Bereich wäre ja dann quasi eh zu, sage ich jetzt mal. Also sprich, Wand for a man and a woman. Calvin Klein. Äh, ich würde wieder mit den roten Treppen machen. Wie viel haben wir da braucht eigentlich? Eins, zwei, Moment. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Nur mal testhalber, ob das irgendwie geht. Man könnte es natürlich auch hier im Eck machen. Stufen nennt sich das, glaube ich. Buffet. Belastend. Ah. Ah. Hier wohne ich jetzt. Wenn man vorbeigeht, dann fahre ich so raus. So. Gott. Lass mich allein. Ah, scheiße. Ist das blöd? Oh Gott. Das wollte ich gar nicht. Die Ritterrüstung ist leicht im Weg. Eventuell. Achso, nee. Das könnte. Ja, doch, 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 doch. Die Stauen muss vielleicht auch weg. Ich meine, wir müssen es nicht übertreiben. Doch. Weißt du, wie ich meine? Ich glaube, wir machen es doch lieber dahin. Gehen wir da eines rein. So irgendwie nämlich. Kann vielleicht sogar die Frau Stahn da bleiben. Hm.
Das könnte jetzt richtig kacke ausschauen oder es passt. Ich tendiere zu. Das ist nicht schön. Das ist besser. Ich wohne jetzt da. Aber gut, die Ritterrüstung könnte man hier ins Eck stellen. Muss hier nicht sein. Der Platz muss ja auch nicht sein. Macht sich da nicht schlecht, sagst du? Ja, 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 bin ich deiner Meinung. Mir gefällt bloß der Übergang aktuell noch nicht so ganz hier. Na gut, hier könnte man natürlich, ich meine, scheiß drauf. Wenn wir hier unten jetzt einen Platz wegmachen, dann ist er halt weg. Nein, ich löse mich auf in Wasser. Wir könnten natürlich die Regenbus Verschwindibus. Ich Großzabberer. Äh, wenn hier gefällt mir die Treppe, die Farbe. Finde ich sau nice. Hier auch. Hier taugt es mir irgendwie gar nicht von der Farbe her. Schaut so hell aus irgendwie. Man ist er, aber hier wird es wieder passen, so als Kontrast. Da fehlt aber noch irgendwas. Irgendwas muss da rein. Irgendeine unnötige Deko. Eine Marmorsäule. Marmor. Was haben wir dann? Quarz. Quarzsäule hätten wir sogar. Nein, keine Quarztreppe. Quarz haben wir sogar. Die Säulen könnten wir uns machen. Hast du vollkommen recht, ja. Passt überhaupt nicht. Das hier meinst du, Alice? Was meinst du? Mikrofon? Jetzt ist wieder da. Was meinst du, Alice? Kannst du das zur oberen Treppe auch so machen, an der Seite? Ach so, zumachen. Zumachen. Ach so, ach so, ach so. Ja, 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 mach mal.
Mach mal. Wir können eventuell, wir können es so zu machen. Also, da wo dann wäre das nicht so hell und es würde eventuell besser passen mit der Umgebung. Also, ich sag mal, muss jetzt natürlich nicht schön sein. Das ist, aber man, irgendwie was von einer Schokolade, gell? Ah, mein Gott. Los. Jetzt, also, ne, irgendwie nicht so, gell? Hm, ich weiß nicht. Wenn ich, ne, es beißt sich irgendwie. Das hier. Also ich kann auf jeden Fall hergehen und kann das hier schon mal machen. War jetzt einmal den da kurz weg. Einfach mal testhalber. Können wir immer noch irgendwas hinbauen, das passt schon. Jetzt die Frage, wie machen wir das? Also was ich schon machen kann, definitiv ist das. Ich kann hier unten dran natürlich dunkles Zeug dran machen. Nein, nein, meine Rose. Das tut weh. Ich, also, warte mal, ich habe eine Idee. Geht aber leider nicht so. Ah, gut, so wird es gehen. Das ist halt nicht so. Es gibt halt keine halben Platten, die man so dran machen kann, jetzt in dem Fall. Das ist schade. Oder man tauscht das aus. Man macht einen Höllenstreifen in der Mitte. Das probieren wir mal kurz aus. Nochmal eine Säule. Gut, wenn ich halt nochmal eine Säule hinmache, dann ist halt quasi, ist halt einfach so eine Wand da. Der trennt die quasi nicht, der baut die zusammen. Oh, ich versuche jetzt bloß mal folgendes. Wenn ich jetzt hergehe und mache das so. Der Kritiker kommt schon wieder, weißt? Selber nichts geschissen kriegen, aber dann haben alles was zum Aussetzen haben. Das sind wir die richtigen. Ja, dich meine ich, genau. Das geht ja wieder. Ist wie gesagt alles nur Versuche. Ich meine, das ist Minecraft. Das ist alles gleich wieder abgerissen, alles gleich wieder hinbaut. Ich mag den Kontrast mit den zwei Dingern da irgendwie. Ich muss mal so einem Villager kurz aufs Maul geben, glaube ich. Bin gleich wieder da.
Heißt nur am Meckern. Ein war es immer richtig schönes Hotel. Und der so, ja, aber, Ja, ist natürlich auch eine Option. Also einfach nur so ein heller Streifen rein. Ja, natürlich kann man es auch so machen. Schaut besser aus, gell? Irgendwie schon. Also, das muss, wenn die kann auch weg, das muss natürlich auch nicht so sein. Ich finde bloß den Kontrast irgendwie schön. Man hätte es anders, man kann also schräge Treppe hin machen noch. Oder wirklich gleich so. Die da? Okay, na gut, okay. Weil das Ding ist natürlich auch noch dezent im Weg, sage ich jetzt mal. Ich würde es fast. Wenn hier kann man nochmal was hinbauen, das ist kein Problem. Man kann auch hier einfach zumachen. Also das ist jetzt eigentlich nicht wirklich. Ich wollte zuerst hier ein Aquarium drauf bauen. Ich zeige mal kurz, wie ich es meine. Es geht ja jetzt, glaube ich, mit der neuesten Minecraft-Version, weil früher ist es nicht gegangen. Du konntest quasi früher weil wir das quasi hier, da konntest du quasi den Block hier voll mit Wasser machen. Jetzt geht es aber auch so. Jetzt kannst du quasi seit einiger Zeit, das ist schon der Fall, auch diese halben Stufen da, das hier auch voll mit Wasser machen. Das geht jetzt quasi auch. Der Gedanke war natürlich jetzt mit den dünnen Glasscheiben, mit denen hier. Ich habe das noch nie probiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie das hinhaut. Werke nicht im Hotel ausprobieren. Nö, Wasserfall im Restaurant. Ah, okay, das haut nicht hin. Ah, okay, das haut nicht hin. Okay, der einfachste Weg. Tja, Wasserfall im Restaurant, ne?
Okay, war eine scheiß Idee, Gott sei Dank habe ich es nicht ausprobiert. Unten. Müssen wir unten schnell korrigieren. Ja, gerne Trick. Man kann also hier keinen Teppich dran machen. Das geht nicht. Spanne ich aber drunter einen Faden, dann geht's. So, Minecraft Trick 9000. 822,4. 98 Jahre alter Trick. Aber er geht noch. Also gut, haben wir jetzt wieder repariert, hätte ich gesagt, oder? Ja, ist wieder repariert. Okay. Jetzt passt's wieder. Gute. Okay, also hier, ja, gebe ich dir voll. Also hier definitiv wieder Sitzecke. Die Lampe. Ich meine, theoretisch. Könnten wir auch bescheißen, so wäre es nicht. Ne? Okay, dann lassen wir das, so, wenn du das super findest. Hier, ich hab's irgendwas gefällt mir, was da noch nicht so ganz. Das ist halt auch schlecht. Ich meine, ja gut, ich meine, wir könnten theoretisch natürlich auch. Aber ich mach's gleich wieder weg, es ist bestimmt hässlich. Na, der muss bleiben. Dann könnte aber der da.
Ist gar nicht hässlich. Also ich meine, es. Wie kommen die Kinder rein? Während die Eltern essen, können die Kinder hier rein. Verstecken spielen. So, hihihihi, keiner sieht mich. Also das ist natürlich sehr Schmarrn. Aber da können wir Schweine halten, die dann frisch geschlachtet werden. Nee, natürlich nicht. Das wäre schon arg böse. Also ich meine, natürlich kleines Designmerkmal hätte man noch. Oder so. Wenn wir so einen Balken rein zum Abgrenzen. Hm. Irgendwie hat's was, irgendwie aber auch nicht. Keine Ahnung. Es ist einfach nur, es ist da. Also das finde ich ganz okay. Wenn ich das da irgendwie, ich weiß nicht, also mir gefällt die Treppe, also ich hätte die Treppe gern zweifarbig. Ob jetzt das hier da ist und da und in der Mitte der schwarze Streifen, das ist mir eigentlich egal. Das gefällt mir. Auch der Balken darüber ist irgendwie okay, so als Abgrenzung. Wenn das hier muss nicht sein. Das Fenster kann bleiben, das finde ich schön. Dass wir das Fenster durch das quasi retten konnten. Nee, so die Treppe besser, wenn halt. Ist die Treppe besser, wenn helle. Okay. Wenn helle in der Mitte ist, dann bleibt das auf jeden Fall definitiv. Hier so, ich mache jetzt bloß hier mal kurz ein paar Fackeln hin, dass man ein bisschen was sieht. Ich meine, hier kann man dann immer nur ausleuchten, ist kein Problem. Ich finde es schön. Hier. Und hier die. Ja gut, jetzt sagen wir machen es so. Warte mal. Ich meine, hey, gut, das ist natürlich hier. Da kann man nur versetzen, okay. Das ist auch nix. Also es lockert natürlich, ich meine, wir haben keine Lampe. Hier ist eine Lampe weg und ein Sitzplatz. Das da unten ist einfach, ich finde es irgendwie lustig. Ich meine,
Oh. Pack da noch einen Geist rein. Das wäre halt schon nice. So, gut, wir können mal Spinnweben. Also ich könnte Spinne reinsetzen. Also ich gehe das offiziell nicht. Oder ich habe keinen Geist. Ich habe einen Gast. Oder wenn ich da reinbaue, der haut mir das ganze Hotel zusammen. Ei, was mal, Spawn, was haben wir denn für Spawn? Fledermaus, Biene, Lohen, Katze, Katze, Huhn, Creeper, Gast, Fuchs, Magier. Endermiten kenne ich gar nicht. Großer Wächter, Spawn-Ei. Ach, das ist ertrunkener Spawn-Ei, Esel, Spawn-Ei, Delfin. Hockling, okay, Pferde. Enderman, Mushroom, Maultier, Ocelot. Ein Eisbär können wir reinsetzen. Oder ein Panda. Lachs, Schaf, Schalke. Skelett könnte man reinsetzen, aber Skelett ist zu niedrig. Plagegeist, was ist denn ein Plagegeist? Echse, Witherskelett, Zoglin, Zombie, Dorfbewohner. Was ist denn das? Plagegeister. Was bist denn du? Der fliegt durch Wände, ne? Fuck. Ah, scheiße. Der fliegt durch Wände durch. Ich erinnere mich mal, dass ich die gleich wegmache. Weil ich wenn dann einschalte wieder auf den normalen Modus, dann haut uns der alles weg. Wahrscheinlich. Topf. Es ist wurscht. Es ist mal was hinten. Können wir jederzeit wieder zumachen, wegmachen. Es ist was zum Anschauen. Man kann hier was so entdecken, so, da sind ja Blumen hinten, oh mein Gott. Also, wenn das irgendjemand machen wird. Also, wo ist der jetzt? Ich schlafe mal, vielleicht stirbt er dann. Also, eine Spinne könnten wir auch noch einsetzen. Wir könnten der einen Namen geben, dann nennen wir sie, keine Ahnung, Herbert. So, Spinne hat Platz. So, Herbert, die Hausspinne.
Ah, oh, ich vergaß. Entschuldigung. Habe ich ganz vergessen. Stimmt ja. Na, da sind keine Spinnen hinten. Ganz sauber. Das hier, ne? Ist da draußen. Der Punkt da existiert nur, weil da drunter ein Zimmer ist mit einer Lampe und einem hellen Punkt. Wobei, ne, warte mal, hier gar nicht. Moment mal, hä? Was da? Ach na, der da ist, genau. Genau, der ist es. Man könnte natürlich. Problem elegant gelöst. Uh. Okay. Ähm, aber hier überall eine helle Treppe reinmachen, glaube ich, ist nichts, oder? Weil ich es gerade sehe. Also man kann sagen, okay, man macht hier überall. Das müssen wir quasi dann hier auch überall machen. Nee, hier. Nee. Ich glaube hier fast nicht, ha? Das schaut auch schon wieder zu. Nee, das schaut zu gleich aus. Das irgendwie. Warte mal. Machen wir später. Nee, es schaut dann zu gleich aus, du hast schon recht. Also hier wäre jetzt aktuell, ich meine, ich kann ja quasi die Dinger, die Zäune auch nur ganze Blöcke hoch machen. Es gibt, glaube ich, keinen anderen Zaun nicht. Alternativ, was noch geben würde, wäre natürlich andere Farben. Wenn grün haben wir natürlich auch. Es gäbe noch deutlich heller. Aber das, glaube ich, ist ein zu krasser Stilbruch. Nee. Und es passt hier nicht rein, glaube ich. Nee, irgendwie nicht. Aktuell Creative bleiben, dann machen wir es mal so. Ich meine, mir gefällt es, dass man durchsieht. Was natürlich auch noch geben würde, wäre eine Mauer. Ja, ja. Irgendwie auch nicht, gell. Irgendwie auch nicht. Wollen wir so irgendwie ein bisschen besser. Geht halt nicht, gell.
Ja, gut, hier wäre halt. Naja, nee. Das hat wieder kein Ding, wieder kein. Ein Vorteil an dem, an der Version quasi, was ich gerade gemacht gehabt habe, wäre, die wird hier nicht connecten. Also quasi hätte ich keinen, wie bei dem hier, das quasi so dran popelt. Das kann man sich hier überall machen, theoretisch. Na, aber irgendwie, das ist, man hält sich mit so Kleinigkeiten auf ohne Ende. Die später sowieso keine Sau mehr interessieren, aber irgendwie ist es halt einfach so. Ich lassen wir es mal so. Wenn irgendwas gefällt mir noch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Irgendwas ist noch nicht so hundertprozentig. Wenn man jetzt auch wirklich sagt, man macht das komplett nochmal weg, Moment einmal. Also, wir könnten es natürlich nur eins. Könnte du ja auch so machen. Ah, nee. Nee. Einfach wirklich so. Irgendwie nicht so geil. Das ist zu groß irgendwie. Das ist irgendwie zu breit. Ich meine, was ist denn besser? So einfach? Oder wirklich so? So? Na gut, dann lassen wir es mal erst so. Okay, dann lassen wir es mal so. Gut. Problem Nummer eins haben wir geschafft, was das schwerste war, glaube ich. Mich stört das noch ganz leicht da hinten. Irgendwie ist das noch. Oh, da schaut ein Pinöbel durch. Der muss aber fast durchschauen, okay. Ne, irgendwie auch nicht. Dreiertreppe finde ich auch blöd. Es soll schon Dreier sein. Ist schon schön also.
Na, so passt schon, glaube ich. Man kann jetzt hier entweder zumachen. Man macht ja so Geländer hin. Oder haben wir uns eigentlich entschieden, dass wir hier oben ausbauen? Also müssen wir eigentlich fast noch eins höher. Aber ich muss wieder schlafen. Und eigentlich haben wir jetzt das Problem, dass wir ja... Wir haben uns das da angeschaut. Wenn es ändert jetzt nichts. Wir haben hier unser... Na gut, okay. So wäre halt der Abschluss jetzt komplett so. Das wäre jetzt quasi die Optik, die wir aktuell hätten. Es wird hier überall ein bisschen was Weißes durch. Also wir können natürlich hier auch noch alles auffüllen mit dem weißen Holz, ganz klar. Mit dem weißen Holz sage ich mit dem. Ich meine, es wäre dann quasi so, dass da. Überall was durchschimmern wird. Finde ich ganz nice. Aktuell nur so. Also, es wäre jetzt aktuell das. So wäre momentan der Überstand, wäre ein Überstand. Das würde das hier quasi noch ein bisschen abdecken. Wäre nicht störend. Und wir haben quasi hier den. Das hier quasi so, als wenn es aufliegen würde, indirekt, sag jetzt mal. Alternative wäre jetzt noch eins höher. Also sprich. Gut, hier ist sowieso egal. Aber ich meine, man kann hier immer nur Fenster reinmachen, muss man auch noch alles machen. Und quasi hier anfängt. Äh, wir fliegen jetzt eh. Hm. Ich sag mal so die grobe Richtung, vielleicht auch so, je nachdem. Ist anders schöner, ne? So ist besser, oder? Also das hier quasi die kürzere, also die niedrigere Version ist besser, finde ich, oder? Dann machen wir das wieder weg. Finde ich auch schöner, deutlich schöner. Okay, dann sind wir uns auf jeden Fall einig. Das ist schon mal sehr, sehr, sehr gut. Dann können wir jetzt eigentlich das Dach schon mal hochziehen, soweit. Meine nächste Stufe würde dann quasi, ich meine, ich mache jetzt mal die einfach da Stufen hin, dass man was drauf machen kann. Kann man da wieder wegmachen danach. Aber wir können zumindest hier drunter schon mal stehen. Die nächste Reihe würde jetzt quasi hier drauf kommen. Ich meine, die Frontseite wird schwer. Was habe ich da rumgeschissen bei dem da, bei dem Haus? Mit dem da.
bis ich das so hatte, wie es mir passt hat. Mein Gott, das war echt schlimm. Also, das wird ein gleiches Geficke wie mit der Treppe da, glaube ich. Bis uns das gefällt. Das war ich doch in Creative Mode. Da müssen wir später einfach das Holz wegschmeißen. Können wir auch machen. Einfach mal kurz jetzt einmal das Ding durchziehen. Ja, genau. Das ist. Hast du vollkommen recht. Hast du vollkommen recht. Ist direkt da dran klatscht. Dunkel. Das geht wie viel raus? Eins, 2, 3, 4 aktuell. Eins, 2. Weiß, wie krampfig das ist, wenn das quasi dann irgendwie. Da haben wir zugemacht. Wenn du nicht fliegen kannst. Ich meine, die Klötze ist nur eine Sache. Anpflanzen. Hm. Ich finde es schade, dass es keine Glastreppen gibt. Könnte man nämlich so eine Art, na gut, können wir immer noch. Also wir können einfach mal eine große Glaskuppel reinmachen, wenn wir wollen. Also eine große, das wär eine Option. Dass man eine, eventuell hier müssen wir sowieso rumziehen. Also ich würde unabhängig von dem quasi unten einmal rundum ziehen. Das Bett steht, okay. Also mein Gedanke quasi wäre jetzt so gewesen, hier mal komplett rumziehen und das Dach zumindest mal bis da hier quasi hochziehen. Weißt du, ich meine? Eins, zwei, drei. Hier haben wir nur drei übrig lassen. Hier vier. Ich baue jetzt mal das mal so weit hin. Dann haben wir das schon mal gesehen. Wenn hier so quasi dann. Hier geht's rum. Passt das vielleicht mit. Nö, wohl. Andererseits, wenn man oft einmal sieht, wie furchtbar hässlich manche modernen Häuser sind, sage ich jetzt mal irgendwo. Ich glaube, drei ist auch okay, oder? Oder vier? Hm. Also Architekten-Show, ich kann nicht mehr reden. Architekten-Show-Häuser sind oftmals ein bisschen drüber, sage ich jetzt einfach mal. Einfach nur, ich will was Besonderes und muss dann unbedingt noch nie jemand gebaut haben. War so stark hässlich, dass alles zu spät ist, aber also wir können natürlich ins Dach auch noch was reinmachen, fällt mir gerade auf. Man könnte natürlich auch sagen, okay, man, also ganz übertrieben gesagt jetzt, ich sage jetzt noch, also
Das ist, glaube ich, ist ein anderer Holzton. Moment mal. Den da brauchen wir. Also die Option hätten wir. Würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt da machen. Sondern vielleicht eher irgendwo da. Also so quasi da anschließt mit dem. Wäre eine Option, aber es kann auch ganz schnell kacke ausschauen. Das muss, also, ich meine, ich wollte es nur gezeigt haben, diese Option hätten wir. Wenn wir zum Schluss noch irgendwas zum Auflockern brauchen im Dach. Gut, dann mit pflastern wir da noch hin. Und wir haben ja auch die Möglichkeit zum Beispiel, dass wir sagen, okay, es ist egal, wir ziehen das ganze Dach trotzdem durch. Okay, das ist ein bisschen blöd. Aber gut, muss ja nicht sowas sein. Können wir später auch noch ändern. Wir können wir dann, werden wir sowieso noch ändern, dass wir die Treppen unten dran klatschen. Mal einfach dann innen so machen. Mache ich jetzt einfach einmal. Zum Anschauen. Man könnte natürlich hier auch das wegmachen und so eine eigene kleine Kuppel herbauen. Einfach so künstlich den Bereich kleiner machen. Da versteinert die Eichenholzstufe. Sieht die anders aus? Nö, okay. Also irgendwie dann. Kann man immer noch Fenster reinmachen, dann ist ja kein Thema nicht. Das schaut komisch aus. Müsste nur eins höher auf jeden Fall. Wenn die Treppen sind besser wie die. Und hier kann man immer noch ein Fenster reinmachen oder weiß ich was, das geht ja immer noch. Das hier gefällt mir jetzt gerade aktuell nicht ganz. Besser, ne?
Haben wir den Rand noch drin einerseits. Ist auch wieder optikmäßig wieder was. Ähm, Du spielst mir aktuell im Creative. Da können wir sowas easy ausprobieren. Ja, mal wegmachen da. Ich würde es dann irgendwie nur gern stützen, das ganze Ding. Müssen wir auch noch irgendwie machen. Wäre sowas doch gar nicht so schlecht. Obwohl, das ist gar nicht so verkehrt. So die Höhe, glaube ich, ist okay. Ist nur immer schwierig, wenn man dann quasi plus zwei frei hat. Also zwei Blöcke, das ist dann so beengt, finde ich. Mag immer mindestens drei. Während daheim ist es ja nicht so, dass du eine Decke hast, die wo, keine Ahnung, 1,70 Meter groß bist, bis die dann bei 1,80 Meter anfängt. Oder wenn du 2 Meter groß bist, die dann bei 2,10 Meter anfängt. Obwohl doch, das ist vielleicht sogar in älteren Häusern können das wieder durchaus wieder möglich sein. Wenn ich überlege, was ich früher hier für Deckenhöhe hatte, wo ich jetzt gerade aktuell bin, beim Umbaut haben, das war auch krass. Also, das wäre jetzt quasi aktuell Dachanfang. Schaut, finde ich, so ganz cool aus. Gefällt mir. Leichter Ding mit drin. Ein leichte Spielerei quasi mit dem helleren Holz. Und das können wir da immer noch weiter hochziehen. Nochmal so das Ding. Das ist eine Option. Wir haben natürlich jetzt müssen wir irgendwann anfangen, dass wir das offen lassen, ja. Ich probiere mal kurz was aus. Einfach nur zum Testen, wo wir rauskommen. Ich denke, wir werden eh viel zu hoch. Das ist das berühmte Eck. Hier geht es genau auf eines in der Mitte nicht zusammen. Also ich zeige mal, was ich meine. Also man kann natürlich da jetzt schon hergehen und kann sagen, okay, Block rein und so eine Stufe drauf, überhaupt kein Thema nicht. Wobei, ist es zu hoch? Wir müssen halt irgendwo da hier so nach 1, 2, was haben wir da unten für eine Deckenhöhe? 1, 2, 3, 4, 5, 5,5 haben wir hier. Eigentlich nicht, gell? 1, 2, 3, 4. Frage ist, wie das ausschaut, wenn man da überall die Streifen drin hat, dann wahrscheinlich herkomisch, oder? Wobei muss man ja gar nicht.
Muss man ja gar nicht, kann man nur hier unten haben. Innen können wir ja eigentlich auch so arbeiten, wenn wir wollen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja. Weil das ja dann so ein Raum. Wäre halt Dachschräge schon. Eins, zwei, drei, vier. Ja, 4,5, genau. Also, eins, zwei, drei, vier. Also, nein, Moment. Da müssen wir noch eins machen. Ich glaube, dass es fast besser ausschaut, wenn wir da hier einfach zumachen. Wenn. Hier nochmal künstlich, also natürlich das auch noch ausfüllen mit Blöcken da. Haben wir hier eine längere Wand. Das müssen wir uns auch noch überlegen, eventuell. Ich mache jetzt nochmal kurz den Bereich da, dann mal sehen, wie es ausschaut. Ich glaube, eh gesagt, lassen wir es so. Eins, zwei, Moment, eins. Was anderes. Eins, eins, zwei, drei, vier, fünf, 5,5. Machen wir das 6 Höhe, ist auch egal. Hier haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 hoch gemacht und haben wir quasi ein halbes rein gemacht. 1, 2, 3, mit 1, 2, 3, 4, 5. Mal drauf was setzen, oder? Genau. Da auch. Was ich gerade ausprobiere, ist, der ist ja quasi jetzt hier einen Setz. Oder wenn man jetzt hier einen Setz, dann kann den nächsten Block, wenn ihr es draufsetzt, dann schwebt er in der Luft. Ich habe es gerade rumprobiert. Ich sag mal, wir kriegen noch einen kleinen Stock dazu. Ganz minimalen Dachboden. Aber das wäre so die Raumhöhe von dem Bereich. Das wäre der Raum jetzt hier oben, von der Höhe her. Ist schon groß, gell? Andererseits, wenn wir hier Lichter runterhängen lassen wollen, ist das gar nicht mehr so groß. Jetzt sage ich, okay, ich mache jetzt als Beispiel wieder so ein Poppel da rein. Und vielleicht auch noch so eine Kette, was immer ganz gut ausschaut, finde ich. Alternativ könnte man auch natürlich sowas nehmen. Gleiche Idee, sage ich jetzt einmal.
Ginge auch, wobei ich, na, finde ich die Kette schöner tatsächlich. Also ich meine, dann wäre es halt wieder ganz okay von der Höhe her, würde ich sagen. Wir werden halt hier auch, also den Bereich, gut, dann hätten wir hier so einen kleinen Giebel drauf. Wäre hier wirklich nur ein minimaler Dachboden, wo wir vielleicht irgendwo so ein kleines Kammerl machen könnten. Also quasi hier irgendwie, keine Ahnung, abgrenzen, so ein Eck. Einfach eine Leiter nach oben, sag jetzt mal, dass man einfach hochkommt, weil man irgendwie, keine Ahnung, zur Weihnachtsdeko muss, zur, keine Ahnung, was für ein Zeug man da oben lagert, was man einfach nur einmal im Jahr braucht, sag ich jetzt einfach mal. Könnte man heißt, soll man machen oder ist er, gefällt er jetzt eher nicht so? Also ich meine, ich hoffe, du bist da ehrlich. Ich gehe fest davon aus, dass du ehrlich bist. Dann habe ich ja schon mitgekriegt, dass du sagst, dir gefällt jetzt das nicht so. Machen wir, okay. Ich ziehe jetzt das mal durch da. Da oben haben wir auch noch ein kleines Lager dann. Das ist, mir gefällt das Abwechslungsreiche ein bisschen drin, wenn das nicht alles, ich meine, kein Haus ist so geradlinig baut und so absolut immer gleich und ach, Stauraum ist das Beste. Weil man bloß Winterklamotten einlagert, irgendwas, egal was. Es ist so dermaßen viel wert. Ich mache jetzt bloß mal die kleine Fläche da. Schauen, wie es ausschaut und wie wir da hinkommen jetzt von der. Ja, wir sind jetzt eh schon da von der Höhe. Ja, genau, perfekt. Ja, es hat irgendwie was von so einem Tanzsaal, sag ich jetzt mal. Also die Lampe natürlich muss irgendwo mittig hin, ist ja klar. Finde ich nicht hässlich, aktuell, wirklich nicht. Okay, jetzt fällt sie runter. Und jetzt können wir uns, also Alternative wäre gewesen von mir, wie du, also es gibt ja verschiedene Glassorten. Es gibt quasi hier zum Beispiel weißes, oranges, Magenta, also Telekom-Glas. Dann gibt es hellblaues, gelbes, grünes, rosa, schwarz, rot, grün, nochmal, also dunkel und hellgrün. Dankeschön. Blau, türkis, also das ist ja das ganz normale Glas. Man könnte natürlich auch hingehen und könnte sagen, okay, ich lasse das doch jetzt einfach so, mache hier einen ganzen Block rein, also so quasi. Natürlich über die ganze Fläche. Hätte dann quasi so einen freien Himmel. Nachteil halt, Stauraum ist weg. Und du hast ein Flachdach. Oder wir versuchen das in dem Bereich da. Dann quasi das ganze Ding jetzt hier ums Eck rumziehen. Man könnte natürlich auch hergehen und könnte jetzt. Ich überlege gerade was besser. Ich meine, es haut nicht hin, dass man sagt, okay, man macht hier die Schräge hin, wie auf der anderen Seite auch. Aber da so offen rausgehen. Wie so eine Gaube quasi. Und jetzt quasi kann man ums. Jetzt, ja. Ich finde es schade, dass hier die weißen Striche drin sind. Das hier. Die da würde mich gar nicht stören, aber das hier.
Das gibt's im richtigen Minecraft gibt's das nicht. Also ohne die Stricherl. Mit Mods, sag ich jetzt mal, könnte man das rausmachen. Das wäre kein Thema nicht. Ist sogar relativ einfach. Also, wobei wäre sogar mit einem Ding, mit einem Texturpack, dass man quasi die Dinger einzeln. Ach, die kann man hinstellen, ne? Oder hin. Ach, das wusste ich gar nicht. Aber hier machen wir jetzt zu. Ja, dann haben wir da noch einen kleinen Stauraum. Und hier machen wir noch mit der Schräge weiter. Also, die Frage ist, wann hören wir auf? Also bis hier. Moment mal, wo ist die Säule? Bis hierhin würde ich es machen. Einfach, dass wir quasi da hier die Schräge dann auch mit drin haben. Und hier wäre dann sowieso zu, sage ich jetzt mal. Ich weiß, wie man damit. Ich schau mal, wie das ausschaut. Bis dahin haben wir gesagt. Das ist deutlich zu hoch. Achso, Moment mal. Ist doch hier, oder? Ja. Oder eine zu wenig gemacht, okay. Ja, klar, mein Gott. Hätte ich ja sehen können. Die spawnen auf dem Dach, die Hammeln. Was ist denn los mit euch auf Slabs spawnen? Ich dachte, die spawnen auf Slabs nicht. Okay, also ausleuchten müssen wir hier noch. Die gerne Pena. Dann spawnen uns die alles voll. Hahaha, brennt. Brennt. Wir müssen echt schlafen gehen. Wie das ausschaut aktuell. Ich bin ja gespannt, ob wir das umgesetzt kriegen oder wie wir es umgesetzt kriegen mit dem offenen Bereich. Da bin ich jetzt echt gespannt. Da bin ich jetzt echt gespannt. Und zwar wie ein alter Regenschirm.
Also ich bin froh, muss ich ganz ehrlich sagen, dass wir es jetzt doch im Creative gemacht haben. Also im kreativen Modus. Weil ich glaube, ich wäre hier noch. Na gut, das ist Minecraft, darf man nicht vergessen. Aber wäre halt hier echt noch Jahre beschäftigt, glaube ich. Ich muss mir dann später mal ausrechnen, was wir an Holz braucht haben. Und das Holz schmeiße ich, also das Material, was man braucht, das schmeiße ich dann weg. Weil gesammelt habe ich es ja. Also genau für den Zweck. Wir sind nicht 100 Mal zum Sammeln weg müssen. Also das wäre jetzt einmal. Den hätten wir. Der kann da hinten gruselig rausschauen. Ähm, ich nehme die andere jetzt nicht her, weil die haben wir noch nicht. Goldrüstung könnten wir uns vielleicht machen, aber so schräg im Eck, das schaut ganz cool aus, finde ich. Was sagt Alice? Das höre ich gern. Hm. Ja, sogar genug Platz. Nee, ist nicht. Okay. Egal, das halt hier so keine. Da.
Ja, irgendwie ja. Irgendwie, ja. Würde ich so gerne. Ja, ist ja wurscht, da steht jetzt einfach was. Das können wir später auch noch machen. Die Dinger können wir mal wegmachen. Gut, jetzt haben wir es. Ich ziehe es jetzt mal bis da hinten durch. Hier draußen müssen wir sie eigentlich fast. Das machen wir anders. Das machen wir anders. Moment, so. So geht schneller. Wobei, das ist jetzt auch nicht ganz richtig bis dahin. Mal schauen, wie wir es weitermachen jetzt noch. Das ist aktuell nur mal Test. Der kommt da noch hin. Die kommen weg. Der wird wahrscheinlich durch den ersetzt da, denke ich mal. Da brauchen wir wieder die Außeren. Müssen wir vielleicht noch feinjustieren dann zum Schluss. Das ist alles noch. Nur jetzt nur mal, dass da ist. Fehlt ja irgendwie Abstützung von dem Zeug dann noch. Aktuell hängt es halt relativ lose herum, das Ding. Kein Dachbalken, kein nix. Halt bestimmt super. Gibt Gott sei Dank in Minecraft keine Physik. Aber das wäre schon arg. Oh, gut, also ich kann es immer wieder sagen, das wäre schon dermaßen krampfig. Und so viel sehe ich noch nicht mehr wirklich. Hui. Schlafen. Wie? Das ist der Nachteil am. Also bis hierhin und nicht weiter, Max sagt erst einmal. Kann es gleich sein, dass wir wieder ein bisschen rumreißen müssen. So, nehmen wir da haben wir dann erstmal die Blöcke. Erstmal. Okay. Nö, nicht.
ungefähr. Und passen. Könnte passen, ganz grob. Ich warte es trotzdem noch, bis ich davon weitermache. Das hier oben wird auf jeden Fall definitiv Dachboden, ja. Das wird ein richtiger Dachboden. Also ohne Ausbau meine ich. Hm, das können wir noch machen, okay. Dann müssen wir langsam auf der anderen Seite wieder. Ah, gut, dann jetzt hier. Würde ich jetzt ehrlich gesagt doch durchziehen so. Wenn alles, wo man nicht stehen kann, ist relativ nutzlos, sage ich jetzt mal aktuell. Durch die Dinger da kann man schon mal hinziehen, genau wie da. Im nächsten Bereich kann man dann zumindest wieder stehen mit einer Zweierbreite. Also, ne, eigentlich auch nicht, weil die Schräge kommt. Hm. Ich würde es gerade mal fertig machen, die Seite. Da man sagen können, ja, okay, passt oder nee, es sieht kacke aus oder ja, ist ausbaufähig. Wenn ich mir Down verdrücken würde. Wir haben es aber gleich. Das Eck sind wir schon rum. Hier zumindest. Das habe ich doch wieder nicht gemacht. Schauen wir mal. Wird schon passen. Danke dir, Alice. Wirklich ohne Scheiß. Das ist immer sehr, sehr beruhigend. Wollen, wollen wir hier schräg machen? Ja doch, hat was hat mehr Dachboden-Flair. Ja, das eine würde ich jetzt nicht machen, aber so ja, das glaube ich geht. Das glaube ich geht. Und spawnen hier dann die Monster ohne Ende, das kann ich gleich schon sagen. Das heißt, auf alles macht man die nicht zwei dick, dann regnet es durch, dann tropft es durch, das mag ich gar nicht. Ich mache da immer die Treppen drunter, dass es auf jeden Fall nicht passiert.
Wir haben's, okay. Da noch einen. Gar nicht so leichtes Platzieren von dem Zeug immer. Bin so froh auf den Kreativmodus. Ich bin echt so dermaßen froh, ich kann es gar nicht sagen. Haben wir sogar richtig ausgemessen, perfekt. Meiner Kamin müsste natürlich auch noch rein. Haben wir da jetzt auch drin. Gut, das schaut mal echt gewaltig aus. Das ist eine Spinne. Geringfügig gewaltiger. Ui, da geht's dazu. Was ist denn da los? Voll die Party hier. Da können wir gleich testen, das ist eigentlich ganz gut. Also man kann hier auf jeden Fall noch stehen. Also gut, fürs Zeug haben wir Platz. Also für die kann man sogar hier oben das ganze Popelzeug dranhängen. Ach, das ist belastend. Weil der Porno, wenn die da rumstöhnen. Ist ein bisschen ausgeleuchtet, dann spawnt hier oben schon mal nicht mehr so viel. Wir spawnen nur, wenn es dunkel ist quasi. Okay. Ähm, das wird schwierig. Das wird schwierig, dass das noch was ausschaut. Na gut, mal schauen. Mal schauen. Es wird echt schwierig. Wow. Okay. Aber gut. Ähm, hier können wir jetzt zumachen, wenn wir wollen. Hm, ich weiß nicht, ob das so ausschaut, wie ich es will. Oder besser gesagt, wie wir das wollen tatsächlich. Nö, das ist dumm. Einfach, dass da ein kleiner Absatz drin ist, oder ist es zu viel? Also ich meine, wir könnten natürlich auch noch bis runter gehen, den Fenstern.
Können wir sogar theoretisch noch so machen. Wenn wir jetzt fast daran richten, was wir da machen können. Ich meine, das ist ja hier nicht anders. Was schaut gut aus, Alice? Also, ich meine, welche Menge an Fenster? Komplett hier alles? So? Also Nummer eins. Variante 2. Oder 3. Oder 4. Komplett alles voll? Also, dicht das eigentlich ab da? Bin gar nicht so sicher. Ah ja, doch, okay, dichtet ab. Das gefällt mir jetzt. Wieder vorn. Also, so lass dann oben das Fenster reinmachen, das sagst du das kleine. Das hier. Nein, so nicht. So nicht. Ich würde sagen, das ist immer fast zu viel. Aber wir haben ja hier komplett dann irgendwie noch frei. Also, das, ich würde mal sagen, das da, ich mach's mal so, wie du gesagt hast. Lass uns mal so. Und hier ist noch einer, gell? Äh, und hier.
Hier machen wir es mal so. Machen wir beide Varianten drin mal. Einfach mit dem kleinen. Weil ich finde, hier passt es besser. Weil hier das kleine Fenster nur reinzwicken, das finde ich schaut nicht so gut aus. Hier passt es deutlich besser, finde ich. Aber hier gehen wir halt da raus. Frage ist natürlich, wie machen wir es hier? Also hier zumindest bei der Version. Irgendwie anders gemacht. Ach, die Dinger sind ja gar nicht dran, die Treppen. Und bei dem Großmeister Bundesklaus. Ja. Ja, können wir testen, können wir probieren. Aber. Mh, da müssen wir in der Strebe reinmachen. Irgendwas müssen wir da reinmachen auf jeden Fall. Das hier weiterziehen eventuell. Wenn ich jetzt Ja sage, glaubst du mir's? Nee, haben wir nicht. Wir haben noch keine Treppe zum Dachboden. Na gut, aber die ist hier easy hingemacht. Irgendwo. Das wäre jetzt kein Thema nicht. Die Treppe zum Dachboden, die kriegen wir. Glaubst du nicht ganz? Hm. Wie dunkel ist es, ne? Hui. Ich finde es schön. Na, das ist hat. Ich glaube, hier passt das wirklich besser. Das hier. Und hier passt wirklich die Version besser, finde ich. Haben wir alle was vergessen? Ich weiß bloß nicht genau, wenn wir es hier machen mit dem Stempen da. Ich meine, irgendwie. So irgendwie. Ja, gut, weiß ich nicht. Weil wenn wir hier Glas reinmachen, müssen wir eh ein dickes reinziehen. Wenn wir Glas reinmachen wollen, müssen wir eh dick machen. So, eventuell. Hat was, sagst du? Zwar nichts Schönes, aber es hat was. Es ist Teehaus. Hier gibt es nur Tee. Oder T-Bone Steaks haben es auch. Aber du hast wirklich oftmals relativ gute Einwände, wie zum Beispiel die Treppe. Ich meine, hier könnte man theoretisch noch Ding machen, noch Sitzflächen, sage ich jetzt einfach mal. Oder Küche. Oder beides. Also hier quasi richtig fette Küche rein wegen mir. Und hier noch Sitzflächen. Als Beispiel jetzt. Und hier haben wir ja gesagt, wollen wir irgendwas anbauen. Wollen wir irgendeinen Garten, oder zumindest einen Garten. Irgendwelchen Beeten. Mir gefällt's. Es hat was.
Es hat was. Das ist kein so ein Allerweltshaus, finde ich. Schaut aus, ein bisschen hier noch einen Kopf dran gemacht. Hier unten liegt die Nase, dann hat man die Sphinx mit dem Pfoten davor und. Nee, das machen wir nicht. Jetzt kümmern wir uns mal um das da. Oh ja, die Creeper, ne? Hm. Ich rasiere da mal kurz durch. Oder wollen wir einen Ich meine, bei Graveyard Keeper hat es ja auch funktioniert mit den Zombies. Ja, aber das passt doch. Doch, 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 doch. Doch, das ist nice. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Kann man ja sogar noch hier noch rausschauen. Ja, das ist okay, das passt. Mag ich. Mag ich sehr. Machen wir hier auch. Dann machen wir dazu, dass nie mehr jemand reinkommt. Nicht mal mehr Staub. Brauchen wir nie wieder putzen da oben. Okay. Nächstes Ding, sag jetzt mal Treppe vorsehen. Jetzt warte mal. Die Treppe zum Dachboden. Ähm, grüne Anbaufläche. Glas überdacht. Und Buntglasfenster. Küche groß. Esstische. Äh, wie unten. Ja, bloß also kurze Erinnerung. Ähm, weißt, also von hier unten schaut schon cool aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, doch, das schaut schon. Doch, 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 doch. Doch, gefällt mir. Gefällt mir voll. Doch, das schaut cool aus. Das gefällt mir. Und hier ist, schaut halt mächtig aus wie Sau. Das wird immer jetzt schwierig. Da hat das abgeschnittene Dach irgendwie, ich meine, wenn man da steht, okay, dann sieht man auch, da ist vorbei. Man kann dann auf vorziehen, eventuell. Hm. Hier steht es ja bloß 3 raus, da vorne steht es 4 raus. Also 1, 2, 3, 4, oder? 1, 2, 3, ja doch 4, genau. Gut, aber es ist ja ganz gut. Dann kann man sich hier ein bisschen unterstellen. Das ist. Mit den Dingen kann man hochklappen. Wenn man mag. Für die Dinger runter. Äh, ja, doch, gefällt mir. Doch, 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 das gefällt mir.
Jetzt verscheißen wir so komplett und machen wir irgendeinen totalen Mist. Glas. Buntglas sagst du. Ich denke mal schwarz nicht. Weiß vielleicht? Also grau und schwarz und braun würde ich jetzt mal weglassen. Rot schaut wahrscheinlich zu sehr nach Puff aus. Gut, Violett und Magenta ist fast, also es ist natürlich so ein Unterschied, aber fast kein Unterschied. Türkis mag ich sehr gern. Ich glaube, ich schaue aber jetzt irgendwie als. Das hier wäre jetzt hellblau. Das hier wäre jetzt Türkis. Also die Fensterform gefällt mir jetzt noch nicht so ganz, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber die Fensterfarbe. Also wenn ich jetzt zwischen denen zwei wählen würde, hm, ich mache mal daneben die anderen Farben hin ein bisschen. Kommt gleich genauso lassen. Das ist dann eine andere Farbe. Was haben wir noch nicht? Was haben wir dann noch nicht? Wir haben noch Grau, Schwarz, Rot haben wir glaube ich noch nicht, gell? Doch, Rot haben wir auch. Hellblau. Normale Blaue haben wir glaube ich noch nicht. Also ganz links ist schwarz. Dann kommt dunkelgrün, rot, hellgrün,
Türkis, rosa, dunkelblau, hellblau, Magenta, Orange, Gelb, Weiß, Braun, Blau oder Türkis. Also dunkelblau oder hellblau. Oder natürlich, was wir auch noch haben, muss man auch ganz ehrlich sagen, ganz klar, also die klare Glasscheibe. Also, sagen wir mal, die fallen raus. Also, um die Fenster vor müssen wir uns dann auch noch kümmern. Man könnte natürlich auch mischen. Dunkelblau, Türkis. Natürlich könnte man, ja gut, alternativ natürlich, was wir jetzt auch noch machen könnten, eventuell, also mal ganz andere Idee. Wir haben hier unten überall unsere kleinen Balkone, die man rausgehen kann. So, die da quasi, sag ich jetzt mal. Man könnte ja sowas da auch rausmachen. Wie steht jetzt aktuell der Abstand? Also wenn, dann müssen wir es wahrscheinlich so machen, denke ich mal. Ich weiß nicht, wenn das hier stört noch ein bisschen, finde ich. Das müssen wir noch irgendwie, zumindest noch einen Block reinsetzen, dass so schräg runter geht. Vielleicht irgendwie auch noch, genau wie hier. Das können wir auch mal kurz machen. Ah, schau, oder findest du nicht? Oder findest du so besser oder war vorher besser? Man kann natürlich auch nochmal. Schaut irgendwie so deplatziert aus, ne? Jetzt besser, Schräge passt gut dazu. Das hier da, okay. Und das hier, das braune, oder das gehen wir das bis raus. Und ich habe natürlich auch die Möglichkeit, dass ich es wieder umdrehe. Dass ich quasi jetzt sage, okay, ich mache hier wieder Treppen rein. Mir gefällt die Spielerei ganz gut. Quasi hier der Absatz ein bisschen drin ist. So kleine Dinger, so kleine
Das lockert das Ganze ein bisschen auf, finde ich. Es hat mehr Tiefe, das ganze Ding. Wie gesagt, alternativ könnte man noch einen Balkon rausmachen, wobei halt dann der Balkon, sage ich jetzt mal, eigentlich, ich meine, der ist ja eh überbaut, hier, unabhängig von dem, also eins, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Weiter rausgehen tun die sowieso nicht. Also der Balkon wird genau hier anschließen. Ja, quasi direkt hier drunter. Komplett. Wird auch nicht mehr verdecken wie das jetzt aktuell. Also das wäre wurscht. Balkon wird es weglassen, wäre zu viel. Okay. Dann noch die Frage, was ist besser? So? Also man könnte natürlich auch noch sagen, okay, vielleicht sogar so. Oder so. Weil das war jetzt Variante 1, das ist jetzt Variante 2. Variante 3 wäre das hier. Variante 4 ist komplett durch. Also quasi so. Also 3, 4. Variante 3. Variante 4. Variante 2 wäre, dass das hier alles Höll ist, bis auf den Punkt. Ja, also, oder es ging ja so vielleicht noch. Natürlich auch eine Möglichkeit. Ich meine, schaut mir irgendwie zu clean aus, also zu sauber, irgendwie keine Ahnung. Während aber natürlich, ach so würde ich es nicht machen. Also wenn dann so. Also, schlafen wir nochmal. Da drinnen müssen wir uns auch noch anschauen. Ist auch noch wichtig. Wie es von innen ausschaut. Das ist schwierig, gell? Also irgendwie, also ganz durchziehen würde ich es nicht.
Schauen wir uns das mal von innen an. Gut, von innen sag jetzt mal, geht beides klar. Von innen, wenn rein rausschaut technisch, würde mir jetzt Türkis besser gefallen. Wobei, ja, eigentlich nicht. Ist eigentlich egal. Da ist halt ein bisschen da ist ein bisschen dunkelgrüner, ja gut, aber hier sind kräftigere Farben, hier ist mehr ein bisschen ausgewaschen. Dunkelblau hast du gesagt, gefällt dir besser, gell? Jetzt wechsel, ich mach's mal komplett dunkelblau erstmal. Das war deine erste Wahl. Also die Fenstergröße, ja, die, ich lass mal so. Den Stift einfach hoch. Fenstergröße würde man so lassen, oder? Okay, bin ich auch der Meinung. Das Dunkelblau hat was, aber so richtig, mich stört, irgendwie stört es mich ein bisschen. Bei Ihnen ist voll okay. Bei Ihnen gefällt es mir eigentlich ja sogar ganz gut. Na gut, klar, man muss natürlich schauen, ich mache jetzt ein paar Fackeln hin. Ich lese gleich. Ich muss quasi mal simulieren, wie das dann für Licht ausschaut. Ja, wenn es mal regelmäßig ausgehört ist. Also ich gebe dir vollkommen recht mit dem bunten Glas, ja. Ich meine, so. Probieren wir mal Türkis. Da können wir auch hellblau nochmal versuchen. Eventuell. Hm. Also wenn du nochmal eine Farbe sehen willst, sag's ruhig, dann bauen wir die Farbe nochmal rein. Sagst, keine Ahnung, zum Beispiel jetzt weiß oder klar oder schwarz oder rot nochmal. Dann ist ja kein Ding, ist ja gleich gemacht.
Gefällt dir hellblau besser oder türkis? Oder gefällt dir dunkelblau besser oder türkis? Und dann die Frage, gefällt dir hellblau besser oder türkis? Oder hellblau oder dunkelblau? Hellblau sagst du? Äh, Ich mag türkis sau gern, muss ich ehrlich sagen, aber irgendwie bei den Fenstern wirkt es nicht so wirklich, finde ich auch, ja. Die türkisen Fenster schauen irgendwie dreckig aus, finde ich. Und die dunkelblauen sind zu dunkel, fand ich. Also irgendwie so, glaube ich. Magst du gesagt? Ja, ich finde es einfach eine coole Farbe irgendwie. Das ist. Darum heißt, ich meine, natürlich könnte man hier unten auch noch hellblau reinmachen, sage ich jetzt mal. Also hier würde ich es nicht machen. Wenn dann nur die Eingangsbereiche. Aber ich glaube, das wird zu viel. Die Fläche ist auch ein bisschen groß, finde ich. Wenn ich, die Fensterfront ist cool so. Ich weiß nicht, ob das so viel ausmacht, wenn wir das eine Ding daraus machen. Nee, gefällt mir anders tatsächlich besser. Finde ich so schöner. Ist schon wieder dunkel, was ist denn da los? Der Hellblau, gut, ich meine, es ist natürlich nicht so gleichmäßig ausgeleuchtet, muss man auch sagen. Aber es ist wirklich nur, dass man sieht, was los ist, wenn sie ausgeleuchtet ist. Deswegen habe ich es auch gemacht, so. Ist jetzt gleich wieder ein paar Fackeln, aber ein bisschen dezenter im Hintergrund jetzt dann tatsächlich. Hat was, ja. Warte mal. Ich meine, der Dachboden ist mir gerade noch eingefallen, mit dem Dachboden hätten wir auch noch eine Möglichkeit, eventuell. Also ist zwar jetzt ganz was anderes. Wir könnten quasi hergehen und könnten nur mal, damit du weißt, was ich meine. Also, warte mal. Ist natürlich dann Rumspielerei ohne Ende, ganz klar. Aber es gibt die Möglichkeit, zum Beispiel jetzt hier hängt jetzt eine Lampe. Als Beispiel jetzt. Diese Lampe kann ich mit so Redstone-Linien verbinden untereinander. Da könnte ich jetzt quasi mehrere machen. Dann setze ich hier einen Hebel hin
und schalte den ein, dann scheißt mir die Lampe was. Warum scheißt mir die Lampe was? Weil ich es drauflegen muss, okay. Dann geht quasi, dann wird die Lampe angehen. Es ist eine Fackelei ohne Ende, weil das Konstrukt, was du da bauen musst in Minecraft, dass du über die Treppe irgendwie zum Schalter hinkommst, geht quasi so und es darf kein Block mit drüber sein, sonst kriegt das Signal nicht. Also geht schon irgendwie mit so Fackeln, die du dann irgendwie so im siehst, dass da quasi blinkt. Warum die jetzt ausgegangen ist, keine Ahnung. Aber irgendwie stehe ich jetzt nicht ganz. Geräusch ist ja Gott sei Dank gar nicht nervig. Ich wollte es dir mal gezeigt haben. Also ist ein bisschen kompliziert, aber auch sowas gibt es in Standard Minecraft. Die Möglichkeit existiert quasi. Ich hatte nur zu zeigen kurz. Mehr war es eigentlich gar nicht. Also hellblau ist okay. Von hier drinnen finde ich es super. Man könnte jetzt noch hergehen und könnte quasi diese Dinger da so rein Deko-Element mäßig rumziehen. Wäre dann nur innen, sieht man von außen nicht. Haben wir unten eigentlich auch immer abgrenzt mit den dunklen Dingen. Wie sie unten ausschaut, richtig voll ohne Ende und hier oben ist noch komplett leer alles. Würde ich fast machen tatsächlich. Weil sie natürlich dann irgendwann schwierig wird. Weiß vielleicht, dass das der letzte dann da den gar nicht mehr macht. Also ich meine, ich soll viel rumprobieren. Was schaut gut aus, was schaut komisch aus. Weil man muss auch nicht durchziehen aber es wird eine leichte
ein bisschen eine Auflockerung. Aber sagen wir, einigen wir uns jetzt mal wahrscheinlich auf das halbblaue Glas, hätte ich gesagt. Das ist mal das Erste. Das zu lassen, okay. Finde ich auch cool. Das hellblaue Glas lassen wir jetzt einfach auch mal. Also von innen gefällt es mir super. Super schön. Von außen stört mich irgendwas. Ich kann aber überhaupt nicht sagen, was. Ich würde das lassen. Die Schräge hier. Die auch. Das auch fast. Ich weiß nicht, ob das halt irgendwie besser ist. Keine Ahnung. Oder ob es, ja, ob es so irgendwie besser ist. Ja, das oben ist ein Schmarrn. Ja, es ist halt eine Optik. Das ist eine optische Sache. Oder man geht her und macht so. Dann ist die Umrandung besser, gell? Ich finde auch. Ich finde auch, dann machen wir das da herum halt auch gleich noch. Dann haben wir einfach nur so kleine Punkte drin. Das ist ein kleines Highlight. Doch, jetzt glaube ich, ja, jetzt glaube ich, kann ich schlafen. Es ist ja quasi hier überall so ewig viel gefitzelt und so raus und so ewig viel kleines Zeug und was ich was alles. Und hier ist halt irgendwie gar nichts gewesen. Drum, aber das schaut jetzt schaut's also hier oben, das gefällt mir jetzt ganz, ganz gut. Das hier, also, und das schaut auch hier gesamt irgendwie aufgeräumter aus. Das haben wir schon ausprobiert, gell? Das ist irgendwie nicht so gewesen. Ah, das geht nicht, okay. Da müssen wir sowieso die ganzen reinmachen. Äh, nee, ich glaube, da kommt, glaube ich, schöner. Sind halt, wären es jetzt fünf, würde ich vielleicht noch Strebe in die Mitte reinmachen. Schon wieder dunkel, ernsthaft? Ach Gott. Wir lassen es mal so. Ich würde es zwar irgendwann vielleicht mit dem Klarglas nochmal ausprobieren, wie das ausschaut. Das machen wir jetzt kurz. Ich will kurz wissen, wie das mit dem Klarglas ausschaut. Ich bin zwar für das Bunte, was einfach Abwechslung ist. Aber wir haben das Klare noch gar nicht drin gehabt. Sogar nochmal zum Testen.
Ich glaube, dass es zu viel ist. Oder zu clean ist. So glaube ich, trifft es irgendwann am ehesten. Aber ich würde es mir trotzdem kurz anschauen. Da musst du mal gesehen haben. Gefällt mir jetzt blau besser. Das schaut zwar von der Tiefenbildung her besser aus, das Weiße, finde ich. Aber blau ist optisch schöner, finde ich. Das Blau ist halt, das glänzt halt. Weil es quasi hier nicht existent ist. Während das Blau natürlich wieder dreckiger kommt. Das meine ich, ist es mehr so matt. Darum gefällt mir das durchsichtige zwar von der Art her, von der ganzen Tiefe her irgendwie besser. Ist immer gut, wenn man so das und das vergleicht. Oder ich mache mal direkt einen Vergleich. Aber Blau ist von der Farbe her deutlich schöner, finde ich. Nee. Nee, das war jetzt was irgendwie. Na komm. Hm. Blau? Ist die gleiche Farbe. Das ist wurscht. Ne, hier drin ist eigentlich wurscht. Drin gefällt mir nach wie vor blau besser. Blau sieht man da schöner raus. Wäre das jetzt Themeless, also quasi, dass man die Streifen hier nicht hätte, wäre es wieder was anderes. Dann würde es wahrscheinlich richtig cool ausschauen hier. Ich wäre jetzt fast für. Nein. Wir bleiben. Wir bleiben blau. Blau, blau, blau. Blau ist blau. So, vorerst beendet diese Seite, hätte ich gesagt.
Also kann man, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob man das wieder draufschauen kann. Hm, weißer Abschluss ist. Ich habe mir hier auch den Abschluss, genau wie hier. 1, 2, 3. 2, 3. Was ist denn hier anders? Also der ganze Block und dann kommt das auf einer anderen Höhe. Nö. Ach, da haben wir das eine Fenster drin, das ist okay. Das war's, warte mal. Hätte man jetzt haben wir so gehabt. Ach, das war so. Das ist der Unterschied, oder? Das ist der Unterschied. Okay. Weich. Ja, mal schauen. Vielleicht ist sogar das der eine Pinöpel da besser. Und nur da ist. Es soll irgendwie. Es soll doch eine gewisse Festigkeit simulieren, sage ich jetzt mal zumindest. Okay. Jetzt ist es eigentlich interessant. Jetzt müssen wir mit ganzen Glasblöcken arbeiten, wahrscheinlich, denke ich mal. Ich würde jetzt mal ganz kurz grob. Wenn wir möchten, kann man hier. Weil es bringt ja auch nichts. Hier eine Küche machen ist auch voller Scheiß. Da kann auch keiner rausschauen. Weil natürlich wäre eine große Glasfront für die Küche besser. Wir wollen ja eigentlich haben, dass die Gäste rausschauen können. Eigentlich. Aber die wird nicht dunkel, das gibt's ja nicht. Na gut, Küche hätte ich hier auch gleich gemacht.
Ein 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es könnte unsere Küche sein. Wenn wir, also dann könnte man quasi hier hinten Sitzplätze hinmachen. Hier wäre sogar noch ein zweiter Ausgang möglich. Aber dann ist er zu klein. Wir machen es einfach länger. Doch bis hierhin. Können wir hier Plätze hinmachen? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, 19. Aber so wieder so. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mit. Andererseits ist es eigentlich wurscht. Wir können mal hier 3. 12, 13, 14, 15, 18. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, quasi das ist die Mitte. Das ginge. Also die ja so machen. Oder dann eben auch so. Hm. Ja, die Tür ist schon gar nicht so schlecht, da glaube ich.
nah am Eingang. Ob ich es runterbringen kann als Essen. Und hier wird es zu eng, ne? So Dreiergang, obwohl so Dreiergang ist eigentlich ganz cool. Voll nice wäre so. Hier ist schon cooler. Ich wurscht, was so ein Eck da macht. Gedanke war quasi jetzt einfach nur so. Kann man wieder zusammengehen. Frage ist, will ich das dann durchziehen da? Eigentlich nicht, oder? Weil es zu dunkel. Wäre so ein Saaleingang, würde ich sagen. Oder die Küche unter die Schräge drunter. Ich meine, im Eck gefällt es mir schon irgendwie, so ist das nicht. Das ist mehr so ein Saaleingang. Wisst ihr, was ich meine? Dass man quasi. Mein Gedanke wäre jetzt quasi gewesen, dass man hier in die Küche reinkommt, dass wir quasi das Zeug runtertragen können. Wenn man es aber jetzt gerade macht, also wäre eigentlich gleich da, aber da wäre hier leichter zum Zumachen. Das Eck dann doch nochmal weg. Können wir das irgendwie auflockern? Können wir. Frage ist es gut. Frage ist es gut? So aber. Ich werde mich nun berauschenden. Also muss morgen früh raus. Alles klar, alles. Trotzdem, danke, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Helfen. Gut, es ist schon 9:30. Ich mache auch nicht mehr allzu lange. Ich werde ein bisschen rumprobieren, vielleicht. Ich meine, hier
Ich lasse es mal so mit der Küche, mit der Idee, alles mit dem Eingangsbereich hier mal so einfach mal so stehen, so ein bisschen rumgebaut. Da wir die Ideen noch im Kopf haben, quasi, wenn wir das nächste Mal weitermachen. Und hier schaue ich, probiere mal auch hier ein bisschen rum. Wir haben nämlich ein Problem, was ich gerade nicht merke, es fällt hier Schnee. Wir sind so hoch, dass Schnee fällt. Sprich, wenn wir quasi oben eine Glasplatte drauf machen, schneidet uns die zu. Müssen wir mal schauen. Aber, wie gesagt, danke fürs Zuschauen. Hat mich gefreut. Ja, ich sehe es gerade. Also nicht überall anscheinend, nur an ein paar so Stellen. Hier schneit's. Hier regnet's. Hier schneit's. Ist komisch. Okay, Alice. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Schlaf gut. Wir hören uns wieder. Und danke dir. Hm. Wie kriegen jetzt wir das dahin, dass wir da. Dass es noch was ausschaut? Und da muss ja eigener Abschluss rein dann. So, jetzt auf. Den Schnee könnte man runter machen, dann wieder. So finde ich schon nice, so gefällt mir schon gut. Wir können ja Decken aufhängen, also Lampen aufhängen ohne Ende, das ist ganz egal. Stört ja quasi oben im Dachboden nicht. Die Treppe zum Dachboden brauchen wir auch noch. Die Treppe zum Dachboden brauchen wir auch noch. Meine Küche, gut, Küche ist nur Deko, aber immer ein großes Hotel, große Küche, würde ich sagen. Kann einem Dachboden noch was, das ganze Putzzeug, die ganzen Deko-Sachen, das kann man alles im Dachboden verstauen, das ist alles okay. Oder die haben unten dann einfach ist hier unten quasi einfach noch ein Raum für die ganzen, ja, Putzutensilien oder für das Lager einfach, das kann ja auch alles sein, dass da die ganzen Putzsachen drin sind. Staubsauger, das ganze Zeug einfach, was man alles so braucht. Toiletten, Klopapier, Handtücher für die Dinger, für die Gäste. Das wäre alles, ich würde sagen, das Lager, das passt. Das ist wirklich so Snack-Küche hier unten. Das Lager für Brustelt halt also geil. Hm. Oha. Das gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Jetzt im Nachhinein, muss ich ehrlich sagen. Der ist schön ausgesucht. Fackeln, ja. Hm. Die Fackeln. Also ich hoffe, hier ist nicht zu dunkel. Irgendwie. Mir gefällt die Idee mit dem Saal.
die Idee mit dem Ding da. Mit der Laterne, das kann man auch noch machen. Eventuell hier noch so hin. Ah, okay. Das ist ja so ein Counter vielleicht für die Küche. Weil das haben sie ja oft in so größere Hotels. Gut, das da unten ist natürlich nicht notwendig, brauchen wir nicht drehen. Das sieht sogar ziemlich affig aus eigentlich. Wäre vielleicht so noch schöner. Innen zumindest. Von außen. Von außen schöner. Ähm, Wäre vielleicht sogar so besser. Nee, ist tatsächlich, glaube ich, so besser. Da könnten sie ganze Bestellungen dranhängen, was rausgeben wird von der Küche. Ich kann ein bisschen reinlunzen, wenn man will. Man könnte hier eine Doppeltür reinmachen. Wäre das so Küchenbereich da hinten. Blöd ist halt die Aus... Es ist so blöd, das ist so blöd, das ist so blöd. Mir gefällt die Ausgabe da schon, aber es ist halt an der falschen Stelle. So vielleicht. Vielleicht geht es ein bisschen noch eins. Als Essensausgabe. Fände ich ganz nice. Man muss ja nicht zwingend. Muss nicht, aber kaum zu sein.
Sollte vielleicht dazu sein. Okay. Das soll jetzt. Auf jeden Fall 2 dick. Hier Tür. Für Küche und da hinten Tür für Küche. Nur testhalber ist aktuell. Das ist natürlich schon viel, was da. Das ist natürlich auch sau hoch. Und sehr wenig Fenster, um natürlich auch dazu sagen. Wenn ich mal, ist wurscht. Also einfach so mal ein paar Dinger hin. Da kann man auch eine Laterne hinstellen. Das ist quasi so Essensausgabe einfach mal. Das ist die Waschlaps. Waschlaps? Die Waschlappen. Moin, servus, hi. Bin aktuell gerade am Rumprobieren. Hotel geht ab, aktuell. Eigentlich war es nur so eine blöde Idee mit einem Villager Hotel, dass man quasi die ein bisschen züchtet, sag ich jetzt mal. Oder die einzelne, ja, Kammern macht, wo man quasi denen einzelne Jobs gibt. Moment, ich penne mal kurz. Ist jetzt ausgeartet in Creative. Allerdings nur der oberste Stock jetzt aktuell. Der Rest vom Hotel ist Survival baut. Noch. Ich muss das Material dann wegschmeißen dann. Also quasi der Stock hier quasi ab da quasi ist jetzt hier in Creative entstanden, weil wir einfach rumfliegen. Was toll an sich quasi ist, alles in Survival baut. Also das hier, das ist nur ein normales Haus. Keiner Turm. Aber ist halt quasi hier gleich ein Dorf dran. Ich habe mir gedacht, irgendwie die Dinger zum, ja, da sind wir uns noch nicht einig mit dem blauen Glas. Wir haben es mal lassen. Man würde halt quasi von hier unten reinkommen. Er hat dann die Zimmer. Hier ist eine kleine Snack-Küche, sage ich jetzt einfach mal drin. So Lagerfeuer drunter. Hat Zombie gespawnt? Nö. Wo war noch der? Dass ich einfach dann die Gäste bedienen können und je nachdem was wollen. Die Zimmer sind aktuell auch noch ziemlich karg auch da. Müssen wir. Oder der Schaufel. Müssen wir noch ein bisschen ausschmücken, sag ich jetzt mal. Genau wie hier drum geht es quasi auch. Ist noch ein kleines Lager einfach nur. Putzfrauen, Reinigungskräfte, Staubsauger, Handtücher, alles mögliche. Und braucht er quasi hier um das Hotel, also das Restaurant, so wollte ich sagen. Mit Rezeption. Das hier ist noch, eigentlich, das stimmt hier gar nicht. Warte mal. Das war ein Fehler.
Dankeschön. Vielen lieben Dank. Eben wie gesagt, halt so geile Dinger dann hier. Ich meine, man kann es ja in Minecraft nicht machen, das sind so Trapdoors, quasi einfach nur Hüpflaster, das quasi aussieht wie so Rollläden, die man zumachen könnte. Und die kann man runterklappen, dann kann man hier quasi raus. Balkon raus. Und dann wurden wir übermütig, sag ich jetzt mal. Genau, mit den Dingen. Kronleuchter, hier ist ein größerer. Hier sind also hier und da vorne ist auch noch so ein größerer Balkon, einfach nur. Und hier haben wir quasi einmal Tricks, da wir hier die Treppe hinbaut haben. Haben wir quasi hier einen Doppelbalkon gemacht. Aber jetzt haben wir quasi die Idee gehabt, weil es das nicht so eintönig aussieht oder ausschaut. Hier vorne, ich sage mal, mit Glas müssen wir noch schauen. Oben drüber quasi nochmal ein Saal unter das Dach. Ich hätte nur gerne eine große Küche reinbaut. Für ein Hotel, ich meine. Jetzt war der Gedanke irgendwie so am Rumprobieren, ich habe es gerade dazu gemacht, wie du dazu gekommen bist. Einfach zwei Ausgänge für die Küche. Hier nochmal Sitzplätze hin. Wie unten. Oder hier auch noch. Das hier war so als Essensausgabe gedacht. Ich sage gerne mit Vorschläge her, ich bin für alles offen. Und hier wollten wir eigentlich, ich weiß nicht, ob es umsetzbar ist, wir wollten eigentlich irgendwie eine offene Fläche machen. Hier nur so einen kleinen Garten hin, wo man sich raussetzen kann, wo man vielleicht auch für die Küche, wenn zu Showzwecken dann irgendwas anbaut, dass man dann ganz, ganz frisch erntet, wie man es so kennt, in den Hotels oftmals auch. Nur das hier gestaltet sich schwierig. Ich weiß noch nicht, wie wir es machen sollen. Darum Creative-Modus aktuell, weil hier nicht rumfliegen wäre eine Katastrophe. Das wird echt ewig dauern. Hm. Ich bin ja hier noch nicht so ganz zufrieden. Ich mag halt, dass dann irgendwo überall so kleine Dinger sind, so kleine, ja, wie nennt man es, Aussparungen oder einfach, wenn hier hinten ist auch noch was, so Kleinigkeit, einfach nur so einfach, dass nicht alles so glatt ist. Oder hier die Treppen mit einbaut. Hier die Umrandungen, einfach, es ist Vanilla Minecraft, muss man auch dazu sagen. 1.16.5, das ganz normale Vanilla. Man kann natürlich jetzt hier sagen, ich ziehe jetzt hier die Treppen rum. Eventuell. Da kriege ich hier noch so einen Rand rein. Und ich könnte es dann so machen. Bald meine ich auf Anhieb okay. Bin nicht der beste Platzierer. Hm. Was ist mein? Das setzt das gleich wieder komplett ab. Es ist nicht mehr so glatt, es ist nicht mehr so clean. Es schaut gleich wieder anders aus. Es hat gleich wieder ein ganz anderes Bild. Das meine ich. Ich meine, hier fehlt natürlich auch noch Deko und Lampen und alles. Ob das jetzt schön ist, kann man wahrscheinlich drüber streiten. Die Tür. Hm. Beim Her besser. Also wenn du Ideen hast, gerne her damit. Überhaupt kein Thema. Bin ich gleich dabei.
Hier runtergefallen. Glastreppen müsste es geben. Das wäre echt geil. Das fehlt noch. Und das schaut komisch aus. Müsste es fast irgendwie so machen. Wenn man wirklich dazu machen will mit Glas, man müsste es eigentlich fast so machen. Ginge sogar. Von der Seite zumindest. Aber wie macht man dann weiter? So? Ist eigentlich ein bisschen, es fühlt sich irgendwie an wie Beschiss, wenn man das im Creative baut, das Zeug. Andererseits bräuchte man mal das wirklich da stundenlang dazu, wenn in irgendeiner Weise was geschissen kriegen wird. Der Name ist übrigens nice, der Wash Labs, das finde ich cool. Gut, hier. Ja, weil hier zumachen. Müssen wir fast, ne? Also irgendwie ein. Das ist mir eigentlich halt zu niedrig, muss ich ehrlich sagen. Also irgendwie, keine Ahnung. Wie Lena? Bei ganz. Jetzt warte mal. Wir wollen einen Freibereich auch noch haben. Wie machen wir das? Doch so? Hm. Einerseits müssen wir sehen, dass das ein Glasdach ist. Das wäre so schon ganz okay, hätte ich gesagt. So halbe Blöcke wären cool, wenn man es einfassen könnte irgendwie noch. Geht aber hier leider, glaube ich, nicht. Äh, Irgendwie und irgendwie auch nicht. Aber wegwerfen, das
Überflüssig. Ah, Mann, das Glas hätte man noch braucht. Glas. Hm. Hm. Schräges Glas wäre cool. Doch so, eventuell. Ach, ich weiß nicht. Wenn das natürlich jetzt. Das ist blöd. Ah, das ist so schwierig. Bei dem Glas da haben wir die ganze Zeit drückt jetzt. Steht mir eigentlich zu weit rein. Irgendwie zumachen müssen wir es ja auch noch können. Im Bereich. Das müssen wir eigentlich nicht. Äh, offene Bereich oder wirklich mit Glaskuppel? Glaskuppel 1 höher. Ja, höher passt das passt schon so. Wie schaut das von oben aus? Irgendwie auch nicht so toll. Wenn hier das zumindest irgendwie verankert ist, okay, das ist schon okay da unten. Passt schon. Die Kuppel, dass man wirklich sagt, okay, man macht so. Das ist auch nicht schön. Das ist echt, das ist ein kompletter Stilbruch in dem Ding, dann das ist echt schwierig. Naja, keine Ahnung. Ganzes Holz, ne? Die Werkzeuge tun wir mal raus. Kohle und das Sticks tun wir raus, das gehört uns. Hm. Also was haben wir? Die haben wir nicht braucht. Die haben wir nicht braucht, die haben wir nicht braucht, die haben wir nicht braucht. Die haben wir nicht braucht. Ähm,
Die wahrscheinlich auch nicht. Slabs auch nicht bei weitem so viel. Und die da eigentlich auch nicht. Ah, doch, eigentlich schon. Ich bringe den Rest mal kurz runter wieder, weil das haben wir nicht. Das andere Zeug, glaube ich, werfe ich weg. Wir haben so viel Zeug jetzt verballert da an Holz. Wir haben schon einiges weggeschmissen, aber wohl. Mal so. Die Dinger waren irgendwo da drin, glaube ich. Eiche haben wir gar nicht braucht. Hier haben wir eigentlich auch nicht. Ja, kann man die Gut, die Glasscheiben können wir gleich mit hochnehmen, die können wir gleich wegschmeißen, die auch. Ähm, von da geht es eigentlich tatsächlich. Es schaut jetzt, wenn man so hochkommt. Stört mich, glaube ich, nur das. Okay, so, gehen wir raus. Was haben wir da? 2, 4, 6, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Wir haben sogar Enderman-Blöcke. Quasi hier irgendwo eine Treppe hochgehen lassen. Eventuell. Vielleicht sogar da. Hier vielleicht nicht. Hell. Irgendwie gefällt mir das nicht. Gedanke war quasi jetzt einfach nur so, dass man sagt, okay, man nimmt jetzt einfach einen Grasblock und pflanzt den jetzt einfach da mal irgendwo her. Weil wir schimmeln wie Sau wahrscheinlich. Beziehungsweise man könnte natürlich dann auch hergehen und könnte da. Das Balkon einfach nur Glasscheiben machen. Event. Das ginge. Das ginge. Das machen wir weg. Ach Gott, alt. Erstes. Okay.
weg, 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 weg. Weg, kann auch weg. Weg, das kann auch weg. Kann auch weg, okay. Da jetzt hoch. Es sollte mindestens, was haben wir da hin? Und hier einer hin. Ja, es sollten schon ein paar Tische drauf passen. Ah, Auge juckt. Ah. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Tisch. Also, nur mal testhalber, sage ich jetzt mal. Äh, na, so nicht. Zwei. Dann eher so. Okay. Das ginge. Oder man macht liegen. Ging natürlich auch. Da noch Dinge hinmachen. Das Außenbereich. Geht wahrscheinlich nicht, gell? Das. Scheiße. Oder doch Tische. Da ging ja sogar Vierer eventuell. Wenn dieser Außenbereich, der ist von Haus aus enger. Das ist scheiße, wenn das connected. Wollten eigentlich Anbauflächen machen. Hm.
Hier haben wir rosa. Draußen eventuell. Keine Ahnung. Unten haben wir grau. Finde ich eigentlich ganz cool. Oder echt in den Außenbereich. Ich meine, die Tropenholztreppe haben wir schon gehabt. Machen wir da die Tropenholz-Dinger hin. Wenn wir unten auch. Also wir kriegen hier Gras hoch, das ist kein Problem. Wir haben Grasblöcke von Enderman. Auf legalem Weg. Und dem her ist das kein Thema nicht. Ich fände es noch schöner. Ja gut, ich meine rosa, keine Ahnung. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das Beste ist. Rot, hellgrau, türkis. Ich lasse mal rosa. Sogar die Dinger draußen, aber jetzt wie kriegen wir das dazu? Wie können wir dazu machen? Ein Glas, okay, das geht so. Das geht auch noch so. Kein Problem. Geht mir einer so. Na, das fangen wir gar nicht an. Das fangen wir gar nicht an. Das ist schon eine knappe Geschichte. Wie kriegt man das zu? Ich meine, das ist okay, das ist jetzt offen, das passt ja. Wir haben eine Glaskuppel. Aus Verzweiflung, sage ich jetzt einfach mal.
Zum Hinterschieben, das passt schon. Da machen wir das Gleiche. Ich glaube, jetzt müssen wir wieder so tun, als wenn man es zuschieben könnte, das Zeug. Ne? Treppe, wo haben wir es denn, 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 da haben wir es. So cool. Ne, das passt schon. Lassen wir es so. Da kann man es. Ich sage ja. Oder dahin. Hm. Könnte ich ja da dran machen. Ja, das sind die Dinger, die können wir hinschieben. Können wir da auch nochmal hinmachen, wenn wir wollen. Gar nicht so leicht mit den Dingen. Dann da dran. Da dran. Ich glaube, so machen wir es. Das ist dann der alte Beschiss wieder. Da können wir also was zu tun, als wenn man es zumachen könnte. Ja, komm. Der schiebt sie da hin, der schiebt. Das ist jetzt unser Ding, unser. Das sind jetzt unsere Vorhänge. Ne? Ja, das passt. Wenn hier draußen, gut, das ist jetzt vielleicht nicht das Optimale mit dem Dach dann. Hm. Okay, aber so können wir es zumindest theoretisch zumachen. Das gefällt mir nicht. Will ich da unten auch so einen Rand drin haben? Will ich das? Ich weiß nicht. Nein, will ich. Will ich vielleicht? Will ich vielleicht?
Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob mir das so gefällt. Das ist dann das da, die Türen, gell? Will ich da einsetzen? Ah, schwierig. Das sind Treppen. Äh. Ja, das wird auf jeden Fall eine Baustelle, das merke ich schon. Das ist jetzt aktuell einmal. Treppe zum Dachboden brauchen wir halt auch noch. Weil das ist jetzt zwar keine grüne Anbaufläche, das ist jetzt mehr so eine Terrasse, sag ich jetzt mal. Wahrscheinlich, ja, gut. Weiß jetzt nicht, was das besser ist. Ich bin jetzt eigentlich, okay, 11:30. Ich komme jetzt zum Ende zum Stream. Ähm, Das nächste Mal schauen wir uns mal das, also irgendwas passt mir da noch nicht ganz. Vielleicht können wir das noch ein bisschen verbessern, vielleicht kommen wir dann auf Ideen. Ah, das hier ist noch nicht so ganz ideal. Mit der Schräge, einfach, dass es irgendwie aufhört. Ah, hat was. Ich weiß noch nicht was. Das hier gefällt mir ganz gut. Das Glas müssen wir mal schauen, aber das irgendwie noch, das hellblaue, von innen schaut super aus. Von außen gefällt es mir nicht so hundertprozentig. Keine Ahnung, muss man auch noch schauen. Der oberste Stock ist eine Baustelle auf jeden Fall. Die ganzen Tische müssen wir noch aufbauen, die ganzen Lampen müssen wir noch reinmachen. Ähm, Hier brauchen wir vor allem auch noch Beleuchtung irgendwie. Obwohl, das wäre natürlich relativ leicht jetzt gemacht hier. Oder Laternen einfach nur. Könnte man sogar draufstellen, okay. Das sind jetzt quasi ja keine, weil es 4, 6er Blöcke sind. Hier ging's. Gut, was man machen könnte.
Vielleicht nicht unbedingt so, aber vielleicht so. Irgendwie auch nicht geil. Mir fällt jetzt gerade aktuell nichts Blöderes ein. Wobei, er wirft halt Schatten gleichzeitig. Andererseits brauche ich in freien Beleuchtung. Weiß jetzt auch nicht. Also natürlich brauche ich es wegen den blöden Monstern, die spawnen. Das machen wir es einfach so aktuell mal. Das ist einfach, nein, das gefällt mir nicht. Gefällt mir nicht. Das ist okay. Ja, es ist doch, doch, das kann passen. Hier haben wir ja keine Beleuchtung, hier können wir die Glasdinger ranhängen. Wir müssen uns auch noch irgendwas einfallen lassen. Hier ist wieder relativ einfach. Bisschen, machen wir anders. Bisschen, ja, doch, ich glaube, das passt. Genau. Ja, ich sage ja, da müssen wir eh noch schauen, hier um. Das ist noch kein, noch überhaupt keine finale Sache nicht. Noch gar nicht. Ich lasse mal so. Okay, wir schlafen noch. Speichern wir noch. Also gehen wir raus. Aber ich würde schon mal sagen, ich sage danke fürs Zuschauen, fürs dabei sein. Wünsche euch eine gute Nacht und einen schönen Abend noch, je nachdem, wie lange ihr den noch heute habt. Ja, wie gesagt, freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Wir werden demnächst weitermachen mit Minecraft, definitiv. Bock mich aktuell wieder wie die Seuche, unbedingt. Gut, wie gesagt, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns demnächst bald wieder. Gute Nacht und Servus, ciao. Abendere.